Hi. Ja, einen wunderschönen Sonntag. Hi und so weiter. Ähm, Ich habe gerade wieder versäumt, wie ich es jedes Mal vergesse, dass ich umschalte. Nämlich dass ich das Bild habe. Da kommt Bild. Da ist Bild. Ja, wir schauen uns heute mal Minecraft an wieder. Es gibt 1.17.
Ich finde es mega geil. Ähm, Höhlen-Update. Ich weiß nicht genau, was die gemacht haben. Ich weiß, unsere Minimap funktioniert aktuell leider nicht, die rechts oben war. Optifine geht, habe ich gerade aktualisiert, deswegen hat es ein wenig länger gedauert. Optifine haben wir aktuell drauf. Ähm, Minimap kommt die nächsten Tage bestimmt auch wieder, denke ich mal. Wir müssen uns an die Koordinaten. Kennt sie? Vielen Dank. Danke dir. Merci. Fällt mir gerade was ein jetzt. Weiß gerade, ob es funktioniert. Moment mal, ich muss kurz was schauen, ob es funktioniert hat. Ich könnte es mal gerade einbauen. Jetzt hoffe ich. Moment. Keinen Moment. Weil du gerade da bist übrigens. Ich glaube, du warst das. Du hast dir vor kurzem mal die Avatare gewünscht gehabt, oder? Kann das sein? Ich dachte was. Ist es möglich? Also jetzt hier beim Spielen aktuell gerade nicht. Aber ich habe gewusst, dass das was du Mod wird. Mal schauen. Mal schauen. Also mal kurz. Warte mal, ich muss mal kurz auf den Studiomodus gehen. Ähm. Ja, genau, das ist mein Problem. Genau, das ist mein Problem. Moment, wo haben wir es denn? Da haben wir es. Okay. Ich, ich blende es mal ein, einfach nur Gaude halber. Ähm, Freue mich schon, wenn du das sagst. Kennst die Banden weg? Ja, das ist was anderes. Das wäre was anderes, wenn ich das mag. Wenn ich das sag. Ich hab's mal drin. Ich habe mich gespielt mit den Stream-Avataren, ähm, die man quasi ja, wenn man quasi einfach Follow oder einen Sub raus, ist ja ganz egal wer. Ich glaube, Follow ist Pflicht, dachte ich mir. Und man muss schreiben natürlich im Chat, das ist das Wichtigste. Dann kriegt man so einen kleinen Avatar. Der chuckt da unten dann für ein paar Minuten rum, wenn man immer schreibt, ist er irgendwann weg. Aber solange man quasi immer wieder alle 1, 2 Minuten mal irgendwas schreibt, glaube ich, bleibt er da. Die zeigen das dann auch quasi, was er sagt, und kann ich ja mal zeigen. Und ist eigentlich ganz lustig soweit. Unterschied ist, ich kann dann auch Battle Royale starten zum Beispiel, also dass sie quasi alle gegeneinander kämpfen. Wer dann übrig bleibt, kann dann, keine Ahnung, kann sich was aussuchen, ist ja wurscht was. Keine PlayStation 5, bevor die Frage kommt. Zum Beispiel, was für ein Spiel gespielt wird, muss ich gleich dazu sagen bei dir. Und ja, gibt halt viel so Scheiß. Aber, und das quasi, was jetzt oben drauf ist aktuell, Moment, wieso habe ich kein Bild nicht? Jupp, danke dir, bis gleich. Wo ist Bild? Ah, da ist Bild, okay. Und ich meine, ist halt so. Oh, das ist laut. Da Zombie drin? Der ist doch voll eng da, oder? Im selben Zusammenhang quasi habe ich den Stream-Boss gefunden. Er ist witzlos aktuell. Ich hab nochmal drin, einfach nur Gaudi halber. Ah, da ist er. Wir sehen mal, was draus wird. Definitiv. Ist, glaube ich, bei einem Follow, bei einem Sub, bei Bits, bei irgendeiner Aktion, glaube ich, wird die Leiste weniger und derjenige quasi, der aktuell mich, einen Streamboss quasi besiegt, wird der neue Streamboss. Bis der besiegt wird und dann wird der nächste, derjenige quasi, der ihn besiegt hat, der nächste Streamboss. Sollte bekannt sein, kennt man aus einigen anderen Streams. Mich hat immer interessiert, wie es geht. Ich habe es mal eingefügt. Jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Hi.
dachte mir, ich probiere es mal aus. Ich lasse es mal kurz drin, das Ding. Mal schauen. Einfach, ob es funktioniert, wie es funktioniert. Muss keine Dauerlösung sein, aber ich bin aktuell am Rumprobieren, was es alles gibt, was man alles machen kann. Und ich. Oh, wir haben Hunger. Ich bin mich gerade aktuell einfach dabei, dass man einige so Erweiterungen und so Zeug einfach anschauen, was man für Möglichkeiten hat, was es gibt. Soll ja lustig sein, die ganze Sache. Und ich weiß jetzt nur, ich will, ich würde gern Netherite finden. Ich würde aber gern, ich würde aber gern in die, also Höhlen-Update machen. Ich, oh, Eisen schaut anders aus. Eisen schaut wirklich anders aus. Ih, was ist denn das? Ro ähm, neue Items. Das ist belastend. Mal kurz in die Kisten reinschauen. Mit dem habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Es gibt irgendeinen neuen Kristall, habe ich gesehen. Aber ich bin ziemlich ungespoilert, was das 1.17 angeht. Was nicht heißt. Also gut, Rohreisen haben wir aktuell natürlich nicht drin, also klar. Ja, sie war aktuell tatsächlich. Okay, es hat sich anscheinend wirklich nur das Roheisen geändert. Ah, hier wollten wir die Villager wollten wir noch anfüttern, machen wir gleich noch. Okay, da hat sich sonst nichts geändert. Na gut. Okay, ansonsten steht der, ich sag mal, Bauernhof mit Reitstall am Plan. Paladin, Servus, hi. Fress Brot. Fresst Brot und liebt euch. So ein Heiliger. Nimm mal das auch noch mitkommen. Muss ein bisschen anfüttern, die Dinger. Wo sind denn noch welche? Da sind welche. Und Paladin, alles gut? Hoff doch. Haben wir so schon ewig nicht mehr gehört. So grobe 14 Stunden rum oder sowas. Oh, die haben auch was. Ach, hier ist die Emily, genau, da müssen wir auch noch schauen, wenn sie wieder bald da ist. Dass wir dann quasi den Keller von ihr wieder ausbauen. Villager. Eine findet man noch. Ich habe heute gelesen, dass man ums Finanzamt vorbeikommt. Also zwecks deiner Solarpanel-Geschichte. Bestimmt für Eigenbedarf bis so und so viel kW und was ich was für ein Zeug und Hamichblau, oder?
Irgendwie so wahrscheinlich, denke ich mal, wird das angehen. Da ist doch bestimmt einer herin. Ich höre doch. Ja, hi. Fress das Brot. Du. Danke. Das Ding nehmen wir mit. Ich hab da keinen Bock auf den Schreibkram. Ja gut, wir haben ja das aktuell, wie gesagt, noch nicht, weil ja bei uns eingespeist wird, da ist ja sowieso alles automatisch. Drum. Aber wenn es natürlich dann so direkt privat ist, die ganze Sache, und neu, naja, mal schauen. Aber ich glaube, das ist bestimmt, oder musst du nicht nachweisen, dass es bis zu einem bestimmten Punkt ist, dass du dann quasi nur so und so viel einspeist. Gut, das kannst du wahrscheinlich mit der Ding, mit der Fläche machen. Du hast ja nur eine gewisse Leistung von dem Ding. Ja, also, wenn das geht, warum nicht? Bei Anlagen bis 10 kW Peak kann man eine Vereinfachung beantragen. Wurde am 1.6. an alle Finanzämter verschickt. Ab 1.6. ist das okay. Also ganz, ganz aktuell quasi sogar noch. Kohle schaut auch anders aus. Das ist belastend. Ah, neue Texturen in Minecraft. Was entweder durch die Ladezellen auf 10 kW Peak begrenzt oder durch den Wechselrichter. Ah, okay. Mit wo sind wir aktuell? Wir sind bei. Moment, ich gehe mal kurz zurück. Dann schreiben wir das Dorf kurz auf, oder unsere Heimat. Nur falls wir irgendwie mal zurück müssen. Das Kompass könnte man uns eigentlich auch mitnehmen tatsächlich. Oh. Nein! Das war natürlich renne ich ums Haus rundum, das ist perfekt. Aber sollte ich durchgehen? Oder hinten dran vorbei? Am besten ist immer außen rumrennen. Weiterste Weg. Jump, jump. Bam und bam. Wo ist denn mein Kompass? Kompass. Genau, erst ein paar Tage alt und gilt auch rückwirkend bis 31.12. Was 2003? Schreiben wir es gerade auf. Drück mal schauen. Also wir sind zwar drüber, wir haben glaube ich irgendwie so um die 11 kW Peak oder irgendwie sowas, oder 12, glaube ich. Aber ist auf jeden Fall interessant, weil ich habe es ja auch vor. Gilt es dann Gesamtanlage pro Besitzer oder ist es getrennt in verschiedene Module, sage ich jetzt mal? Wahrscheinlich wird es gesamt sein. Moment, wir sind bei, wo sind wir? Ich sehe gerade überhaupt die Location nicht damals. 115, 82. Moment mal. 115, 82 minus 244. Nochmal sicherheitshalber aufschreiben. Und ein Bett. Ein Bett nehmen wir uns auch mit. Hui. So genau weißt du das nicht. Ja, mal schauen, aber ist ja schon die Info, ist ja schon mal super, wenn ich das weiß. Da kann man es ja selber erkundigen. Bestimmt auch wieder je nach. Okay, aber ist das deutschlandweit?
Oder wirklich nur irgendwie bundeslandabhängig dann wieder? Gibt es ja auch öfter. Gräber, hi. Oh, wow. Ähm, 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 ähm. Der hat das ein Gescheitloch reingerissen, oder Hammel? Ähm. Naja. Müssen wir irgendwann mal stopfen, das Loch. Kannst mir gern schicken über Discord, ja, Moment, wenn du willst. Haus rein in unter Technik. Ich habe einen Kanal, der heißt Technik. Da kannst du es reinhauen. Vielleicht interessiert es andere auch noch. Immer interessant, sowas finde ich. Oh, das ist eine Fledermaus. Jetzt, wenn ich wüsste, wie weit ich gehen muss für das Höhlen-Update. Ich meine, die Items sind neu. Es gibt das, glaube ich, kein neuer Rohstoff, nicht dachte ich, oder? Schaue ich es mir später mal an, auf jeden Fall. Sehe schon. Mach nochmal nebenbei kurz auf, deinen Kanal. Hier soll einiges an ja, Bergen, die man unschwer erkennen kann. Ich weiß bloß nicht, ob das hier triggert, das Update. Kann ich nicht sagen, aktuell. Schauen wir mal ein bisschen weiter einfach. Wir haben ja hier schon einiges. Das wäre die Minimap cool. J-Paul, hi, servus. Hi. Einen wunderschönen Sonntag. Kennst du dich zufällig mit dem neuen Update aus? Wenn du schon da bist? Ach, schade. Okay, also ich habe mich extra nicht gespoilert, sag jetzt mal. Ich weiß, es ist ein Höhlen-Update, das weiß ich. Ah, da hinten ist der Illager-Turm. Ah. Ich weiß ungefähr, wo wir sind. Heißt aber auch, ich war hier schon mal. Da sind sie schon. Ja. Har har. Da kommt's. Aua. Die machen wir mal weg, die Dinger. Ei. Ich habe nur gesehen, es gibt irgendein neues Erz. Also die Erze schauen anders aus, das Roheisen schaut anders aus, die Kohle schaut anders aus. Also Kohle im Blockform schaut anders aus quasi. Und das Roheisen, das man erntet, hat das quasi keine Blockstruktur mehr, sondern sieht aus wie so ein Eisenklumpen, sage ich jetzt einfach mal. Ich weiß nur, dass es im Update keine Caves und keine Cliffs gibt.
Keine Caves und keine Cliffs. Verstehe ich jetzt was falsch, weil es heißt ja Cave-Update eigentlich, oder? Oder Höhlen-Update. Ich habe schon so Bilder gesehen von größeren Höhlen, sag jetzt mal. Was bist denn du? Hier ist nochmal ein Dorf. Weil es in zwei aufgeteilt ist. In zwei Updates? Au. Okay. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Mieti. Dann ist hier quasi nur die. Dann haben sie die Erze umgestellt, was ich mitgekriegt habe. Also die. Ich glaube, das Aussehen von den Erzen, sage ich jetzt einfach mal. Zumindest von Eisen und von Kohle habe ich gesehen. Kohleblöcke und Eisenblöcke und Roheisen, sage ich jetzt mal. Gibt es jetzt auch. Das war vorher nur der Ironblock, der standardmäßige. Aber irgendwie muss man ja. Und es, glaube ich, müsste irgendeinen Kristall geben, denke ich mal. Zumindest, Moment, ich kann mal kurz Verbindung trennen. Also hier sieht man es eigentlich ganz gut. Das ist hier quasi das Lapis oder so immer das ist, schaut anders aus, die Kohle schaut anders aus. Und hier muss es irgendwie so ein Biom geben anscheinend. Denke ich mal. So wie das wohl wirkt. Also die lila Kristalle da im Hintergrund, sage ich jetzt mal. Sieht aus wie Amethyst ist das, okay. Ist aber neu, oder? Schaut irgendwie so Ender oder Endmäßig aus, sag ich jetzt mal irgendwie. Dachte ich mir. Ist neu, okay. Na, Netherite muss ich auch noch suchen. Hab ich auch noch nicht. Es ist nimmer so neu. Genau, hier ist ein Kohleblock zum Beispiel. Und ich spiele tatsächlich jetzt das erste Mal auf 1.17. Darum geht die Minimap auch noch nicht. Und ich würde jetzt einfach mal irgendwo in so einen Berg da reinbuddeln. Weil irgendwo muss da so ein Biom sein und ich denke, hier hinten waren wir noch nicht. Hier war ich, glaube ich, ja wirklich noch nicht. Ah, glaub nicht. Weil eventuell. Wieso eigentlich, gell? Was ist dein Ziel hier im Spiel? Irgendwie habe ich das Spiel nie verstanden. Minecraft hat kein Ziel. Also natürlich kann man ins Ende und kann einen Enderdrachen besiegen. Man kann in den Nether und man kann einen Wither spawnen und den besiegen. Es gibt schon ein paar so kleine Bosse, sage ich jetzt mal, die man machen kann. Aber eigentlich ist Minecraft rumgrinden, bauen. Ach, hier sind Bienen. Habe ich auch noch nichts gemacht damit. Ähm, ja, ich sag mal, ich komme aus einer Zeit von Minecraft, wo ich mich gefreut habe, wie es auf einmal Treppen gegeben hat. Oder, doch, ich glaube Treppen war das Neue. Oder die halben Stufen? Nee, ich glaube Treppen. Treppen war das Neue. Also ich kenne es wirklich seit der Alpha. Hat es noch keine verschiedenen Bäume gegeben. Hat sich schon gut entwickelt. Und ich habe es auch immer wieder gespielt. Also wenn ich rechne, was das Spiel kostet und wenn ich rechne, wie viele Stunden ich da schon reinpackt habe in das Spiel, bestes Preis-Leistungsverhältnis ever beim Spiel. Also unschlagbar, würde ich sagen.
Und ist halt modbar bis aufs Letzte, also. Aktuell möchte ich aber jetzt, um speziell das Ziel jetzt irgendwie zu definieren, möchte ich einfach irgendwie irgendwas Neues finden. So ein 17er Update mäßig, sag ich jetzt mal. Jay Paul hat gerade gesagt, dass es wohl zweigeteilt ist, das Update, wusste ich auch nicht. Heißt, es gibt jetzt wohl die Erze neu, anscheinend. Oder vielleicht auch die Mobs, ich habe keine Ahnung, also die Gegner. Oder die, ich weiß nicht, ob es irgendwas, was die jetzt genau reinpackt haben. Ich weiß, es hat irgendwelche Eis-Illager hat's gegeben, also irgendwelche Eisgegner, sag ich jetzt mal, die Villager in Böse als Eisversion. Irgendwelche leuchtenden Tintenfische, glaube ich, hat es gegeben. Irgendwelche leuchtenden Kühe, glaube ich, hat es gegeben. Aber ich habe keine Ahnung, was sie jetzt effektiv wirklich integriert haben. Das schaut doch vielversprechend aus. Ach Gott, schon wieder so eine Meldung. Naja gut, muss ich später wieder deaktivieren. Einfach ignorieren, das Wanna Became Famous. Das sind wieder so Werbedinger. Oh, was? Die Babyzombies sind mega nervig. Nein, weg, 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 weg. Okay. Aber Höhlen direkt gibt es keine, hat der J. Paul gemeint. Also, es gibt einmal es gibt so viele Sachen, die man, also Mansions, die ganz, ganz großen gibt es ja auch seit einiger Zeit schon. Wirklich seit einiger Zeit. In zweiten war ich, glaube ich, einmal drin. Die muss man erst finden, die sind halt ewig weit weg. Drum gibt ja einiges zu tun. Hier ist Lava, okay. Genau, hier kann ich es zeigen. Ich mein, das ist das Eisnetz, das neue. Und hier quasi so schaut das Roheisnetz aus. Wie so komischer, fast wie so ein Champignon. Das war vielleicht blöd. Buddel den Kies ab, haben sie gesagt. Da kann da nichts passieren, haben sie gesagt. Ähm, Skeletti Boy. Okay, Skeletti Boy ist tot. Was? Ah, eigentlich soll ich das Eisen stehen lassen. Warte, was noch? Ach, dachte, okay. Schaut spawnermäßig aus hier. Ist es auch, ist es auch, ist es auch. Gut, schießt er ab, passt, perfekt. Seid ihr dämlich. Okay. Nice. Nametag, jawohl, gib. Schallplatte nehmen wir auch mit.
brauchen Facchelinis. Ähm, schon wieder einer, ne? Ui, hier ist Gras. Von hier ist gesichert, dann gehen wir mal weiter runter. Spawn ist einmal ganz, ganz nice. Ich nehme doch ein bisschen Eisen mit. Ich habe ja keins dabei, gell. Okay, da können wir später zumindest einen Ofen machen. Ich mache mal nur eins. Ich habe noch eine Spitzhacke. Dann. Ich habe kein Holz dabei, ne. Gabi, hi, servus. Verlaufen kann man sich ohne Ende, das Spiel, ja, logisch. Also, das ist. Ich meine, für das gibt es so kleine Dinger, so kleine Hilfe wie ein Kompass zum Beispiel, der immer Richtung Spawn zeigt. Das Update meinst du? Wie das Update ist? Oder wie es allgemein ist? Das allgemein ist gut. Update haben wir noch nichts gesehen bis jetzt tatsächlich, bis auf neue Texturen. Also muss ich noch nicht. Aber Minecraft schafft ja, dass quasi Eisen sieht anders aus. So, yeah, oh mein Gott. Woo. Das schlimm ist es nicht, aber es ist ein Spiel, das von sehr komischen Leuten gespielt wird. Ich gehöre dazu. Definitiv. Stimmt. Ich lieb's ohne Ende. Ich mag Minecraft echt saugern. Oh, okay. Yeah. Komische, freche Leute. Nach China durchbuddeln, glaube ich, geht nicht. Irgendwann kommt Bedrock, also der Bedrock Grundstein. Was bist denn du? Was bist denn du? Ein Axolotl. Bist du böse? Bist du süß? Hi. Dich kenne ich gar nicht. Du knurrst mich an. Lava gibt es auch. Lava kommt auch, ja. Aber Bedrock, also Grundgestein oder Grundgestein, glaube ich, heißt. Oder Bedrock kann man, also ohne Creative Modus, also im normalen, regulären Modus nicht abbauen. Geht nicht. Axolotl. Ah. Bist du süß. Also ich bin aktuell, was sind wir bei was so einer Höhe 14 sind wir aktuell. Höhe 0 ist quasi Ende. Wir sind aktuell schon so tief wie es irgendwie geht, glaube ich. Oder, ja, noch nicht ganz, aber wir sind jetzt bei 11. Recht viel tiefer geht nicht mehr. Weil das Bedrock auch nicht ganz, klar, nicht ganz eine gerade Linie ist. Ubi sagt, das Spiel schaut seltsam aus. Ja, ja, tut's auch. Aber Minecraft kann, wenn man will, mit Raytracing und allem Zeug
eines der realistischsten Spiele sein. Also zumindest vom Aussehen her, sage ich mal, klar, es werden immer Blöcke bleiben, wenn sie auch abgerundet sind oder rund ausschauen, aber es sind immer einzelne Kästchen, um die was sich dreht, das Spiel. Sag jetzt mal, aber genau die Grafik ist der Charme von dem Spiel. Ich kann ja jeden Block mit, keine Ahnung, was ist der aktuell? Ich glaube 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ich glaube 16 auf 16 Pixel. Wenn Wasser auf Lava läuft, wird es zu Obsidian. Wenn Lava auf Wasser läuft, wird es zu Cobblestone. Also zu dem da. Das hier passiert quasi, wenn ich Lava auf Wasser schütte, sag ich jetzt mal, dann wird es fest. Genau, hier sieht man es eh quasi. Hier ist schon passiert, wenn ich quasi das mache jetzt so. Siehst, dann wird das runterlaufen, wird instant zum Block. Mache ich es aber umgedreht, läuft das da drauf, kann ich auch kurz zeigen. Warte mal. Durchgespielt, ja, ja, klar. Also ich habe so ein Ding also Enderdrache, natürlich, logisch. Und also wenn man das als Durchspielen bezeichnen kann. Ich war allerdings, seitdem es die Elytra gibt, nur, ich glaube, einmal im End. Tatsächlich. Ähm, Raytracing, das sind Shader. Das sind Shader und Texture Packs. Ich kann es nicht einfach anschalten hier. Also ich kann mich korrigieren. Grafikeinstellungen. Ich habe Optifine quasi drauf, das eh schon alles besser macht. Ich habe keinen Shader nicht drin. Und das funktioniert alles mit Shader. Also habe ich aktuell nicht. Ich muss mal schauen, es gibt auf einmal einen RTX-Shader. Bringt halt beim Wasser in erster Linie was, wenn es draußen Tag ist. Das sieht ganz interessant aus. Warte, ich wollte zur Info, es ist eigentlich nicht schwer tatsächlich. Äh, Man muss die. Ich denke mal, du weißt, wie man zum Enderdrachen kommt, oder? Oh. Ja, das ist ein neuer Mob. Das ist so ein komischer Leuchtetintenfisch. Er stirbt, ich muss ihn retten. Was gibst du mir? Leuchttintenbeutel. Kann man da leuchtende Schilder machen? Was sehen die aus? Ah, gut, okay, das ist. 10 Dias ist nicht so schwer, sag ich jetzt mal. Bist du. Welche Version spielst du? Die 1.17 auch, denke ich mal. Aber generell sag ich jetzt mal, also im. Ja, 1.17, okay. Also das End, es ist halt Vorbereitungssache, sag ich jetzt mal. Man kann, man kann quasi die. Um, Man kann sich die, ja, weißt, dass ich nochmal anfange von vorn. Man kann die, ich weiß nicht, was ich sagen wollte, nicht Rüstung verzaubern, sondern man kann, im Nether quasi, muss man die Loren finden, die komischen Feuergeister. Mit den Feuergeister kann man sich dann, oh, das ist nur mal so ein Ding. Mal im Dunkeln. A goldenes Axolotl. Ihihi. Ähm, hi. Magst du Fackel? Okay, das sind neue Mobs. Mit den Augen, also mit den Loren kann man sich dann und den, wie heißen es, die Enderbälle, die Enderkugeln? Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißen. Total blöd, die Enderbälle? Was schiebt mich runter?
Ei. Die... Ich glaube schon Enderkugeln, oder? Täuschen mich jetzt? Ich kann es machen. Oh, kämpfen gegeneinander, oder? Danke, Axolotl. Merci. Ähm, ich muss mal ausprobieren. Okay, das war es nicht wert. Also gut, ja, also wenn du weißt, wie man es macht, es ist eigentlich, und der Rest ist Vorbereitungssache. Ich weiß nicht, ob der Trick noch geht. Früher konnte man sich an so einen Jack O'Lantern, an so einen Kürbis, über den Kopf drüber stülpen, glaube ich. Dann haben dich die, ich weiß gar nicht mehr, die Enderman, glaube ich, angegriffen, oder? Ich glaube, man konnte ihn nicht versehentlich anschauen. Es gibt einfach verschiedene Axolotl, das ist schon mal nice. Ähm, dass dich die quasi nicht angreifen können. Ansonsten, Rest ist Pfeil und Bogen und ja, genau, wenn du Speedruns kennst. Also ich habe es auch erst einmal gemacht. In der 16 ging das, okay. Ja, ich habe es definitiv vorher schon mal durch. Also in der 16 habe ich es glaube ich nicht mehr gemacht. Das war definitiv eins. Ich muss lügen, ich glaube, ich habe es einmal durchgespielt in der 1.8 oder 1.9. Einmal in der 1.10. Vielleicht in der 1.14 nochmal. Was war denn das? Was? Bist du nicht gleich schon bei Höhe 0? Ja, ich spring die ganze Zeit rauf und runter. Ist ja drowned? Ich bin auf Höhe 15 wieder. Ich bin wieder mehr hochgesprungen, wieder runter tatsächlich. Was macht das so komisch? Hä? Wer macht mir schauen? Wer googelt da vor allem? Siehst du, wer die sehen? Da muss ich auf jeden Fall unbedingt schauen. Die Dinger da, die Leuchttintenbeutel. Die sind mega nice. Was ist denn das? Ah, ein Drown tatsächlich. Was machst du da? Ähm, 2, 4, 6, 8. 8 Zeilen, dann kommt ein kleiner Absatz. Da steht X, Y, Z, das sind die Koordinaten. Ich bin minus 11,35 und Höhe 15. Wenn ich springe, weil bin ich Höhe 16, wenn du es siehst. 16, 16, 16. Wenn ich hier runterjump, bin ich Höhe 11. Jetzt 12, 13, 14. Auf der linken Seite. Und das hier quasi ist Obsidian. Kann man nur mit der Diamantspitzhacke abbauen. Was quasi das hier machen? Schon ist Lava weg. Oder eins drunter. Aber definitiv, wir haben jetzt, also Axolotl sind neu. Kannte ich nicht. Die Grafiken sind neu. Also Grafiken, die bei Amethyst sage ich, wie heißt das? Andesit. Axolotl auf jeden Fall, die
komischen Leuchtetintenfische, die einen Leuchttintensack fallen lassen. Der macht mich am neugierigsten. Wo man vielleicht mit dem leuchtende Schilder oder was machen kann. Das wäre mal was nice. Aber zum Thema nochmal ganz kurz, J-Paul, ich hab's definitiv vor, dass wir es hier auch noch durchspielen, ja. Also machen wir, also ins Ende auf jeden Fall. Ich will mir auch die Elite rausholen. Hat sie gestrippt. Ah, so cool. Au. Wie geht das? Jo, geht. Okay. Hier ist nochmal Axolotl. In rosa. Schon anscheinend gern hoch. Ein bisschen Jord. Jord nehmen wir auch mit. Jord. Batman gibt es ja auch ein paar. Diddle, 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 diddle. Batman! Aber was ist es hier noch? Das Eisen. Wobei ich tatsächlich jetzt, wo du es vorher angesprochen hast, ich habe jetzt ja noch keinen einzigen Dia gesehen. Ist so Größenhöhlen eigentlich eher ungewöhnlich. Das Skelettboy ist wieder da. Und bitte nicht wundern, meine Maus ist kaputt. Also ich habe die, wenn ich quasi mein Mausrad durchdrehe unten, dann passiert das ab und zu rückwärts läuft, wie man sieht. Liegt an meinem Sensor, Drehsensor von der Maus. Der ist defekt aktuell. Ach, der nächste Wanna Became Famous. Ich muss die Dinger wieder deaktivieren. Ich hatte das eine ganze Zeit lang Ruhe davon. Einfach ignorieren. Ich sperre die immer nach dem Stream meistens. Das wird die ganze Zeit eine Ruhe. Okay, hier ist Eisen. Lava. Was sind wir aktuell? Höhe 12. Okay. Eine gute Diamantenhöhe tatsächlich. Aber irgendwie... Also die letzten Dias, die ich cool habe, war das Strip Mining tatsächlich. Also wirklich einzelne Gänge graben. Ganz stupide. Hi, mach bumm. Dankeschön. War das Skelett weißer wie alle anderen? War mit Dentakerge gleich. Oder mit per Woll gewaschen, je nachdem. Macht so schnelles Umwechseln teilweise schwierig, zum Beispiel hier. Bumm! Ich sollte ein bisschen besser aufpassen vielleicht. Wo sind wir hier? Bei 25 gehen wir höher anstatt tiefer. Aber ich denke, dass die Höhlen-Updates auch wurscht sind, wie tief die sind, glaube ich. Das müsste eigentlich egal sein, weil Höhlen gibt es ja auch am Land, also quasi in den großen Bergen drin, denke ich mal.
Jetzt ist nur die Frage, wie wir da rauskommen hier. Amethyst wäre halt nice, wenn wir finden würden. Wer ist denn da? Gleich 2 von der Kackbrotzen. Hier waren wir unten. Ich lasse die Rohstoffe jetzt aktuell gerade mal liegen, weil mich interessiert in erster Linie wirklich das Biom. Und dass hier Drowned war, heißt eigentlich wirklich nur, wir können uns ziemlich sicher sein. Aua. Aua. Da wir hier unter Wasser sind. Aktuell gerade. Was Franz, moin, bin wieder da, war gestern auf. Heute bei den anderen beiden, weiß Bescheid. War gestern auf, heute bei den anderen beiden, weiß Bescheid. Wie bei den anderen beiden. Du warst unterwegs quasi. Yeah. Jay Paul, Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ah, okay. Live-Besuch quasi. Okay, ciao. Ein bisschen heller machen für euch. Hier waren wir halt auch schon überall. Also bist du wieder am Looten. Alles klar. Okay, also allzu lang. Glaube ich, können wir uns hier nicht mehr aufhalten. Einfach nur zwecks Essen und vor allem wegen Platz, glaube ich, ja. So, hier waren wir herunten, hier waren wir da. Hier waren wir gerade. Brauchen wir keine Stickies mehr, also keine Fackeln. Das ist bei der Punktpaladin, was ich vorher gesagt habe, ja, man kann sich verlaufen, definitiv. Ich bin da ziemlich gut drin, tatsächlich sogar. Also im Verlaufen. Bin ich echt nicht schlecht. Wenn ich was kann, dann das. Hier ist aber eigentlich an. Ja. Au. Da waren wir auch noch nicht oben. Wobei ich sag mal, den Seed, den ich aktuell da habe von dem Spiel, ist der schon. Wie Gripa, ciao! Es war jetzt gut knapp. Ja gut, im Wasser macht das auch weniger Damage. Aber dann hätte es nicht braucht. Ah. Oh, da sind wir. Da ist schon interessant was. Ach, da waren wir vorhin. Genau. Da kommen wir her. Ja, weißt. Hinter der Mauern verstecken. Tschüss.
Da schaut es auch gut aus. Redstone haben wir noch. Kohle haben wir auch zu Genüge. Hier sind wir hier runtergekommen. Ich denke nicht. Nö. Hui. Essen wird langsam schwierig. Aber wir sind gleich wieder raus, glaube ich, tatsächlich. Ja, fällt so gleich vom runter. Da war ich gerade, ne? Aua! Okay, dann in die Richtung mal. Hier ist Creeper explodiert auf einmal, das passt. Dann schauen wir, dass wir irgendwie hochkommen jetzt. Hier geht es weiter runter, aber hier waren wir gerade vorhin, genau. Na egal, wir kommen wir runter. Sind auf Höhe 11 aktuell. Wir müssen in die Richtung eigentlich da. Wir haben uns aber hier durchkämpft. Was in die Richtung? Wie sind wir da gekommen? Das weiß ich ganz genau. Trotzdem hätte ich gern noch Amethysten gesehen. Hier geht es nicht mehr weiter, oder? Genau, hier war zu. Amethysten. Gives to me the amethyst. Was warst du? Was sitzt denn da oben? Aha, Axolotl schwimmt hier rum. Alles klar, okay. Ich renn im Kreis. Okay, die waren's wert. Ach, hier sind wir runtergefallen mit dem Kieszeug, glaube ich, oder? Ich dachte schon. Ja, obwohl, das schaut irgendwie nicht so aus. Wo sind wir? 29, okay, müssen wir uns hochbuddeln, glaube ich. Vielleicht kommen wir in einen anderen Höhlengang rein. Vielleicht sogar in eine Amethysthöhle. Das wäre nice. Extrem unwahrscheinlich, aber nice. Gehen wir mal anders kurz, dann. Dass ihr was seht.
Gut rauskommen ist immer so eine Sache. Ich mag das normal, das nach oben buddeln irgendwie nicht so richtig. Aber bevor ich jetzt nochmal hier eine Stunde rumrenne, einen Ausgang suche, ist es vielleicht die bessere Option. Denke ich mal. Okay, ich höre schon wieder was. Also irgendwas. Scheint vor allem nachts zu sein. Tja, das war Spitzhacke. Hier geht's raus, ja. Warte mal. Dann kurz mal Bettchen aufbauen. Ich höre nämlich noch eine Spinne. Brennt. Sie brannten. Tschüss. Okay, das war's mit unserem Essen. Ein paar Fische. War vorbei. Dankeschön. Wo können wir jetzt hin? Ich hätte das Amethystzeug gern gesehen. Ich weiß was, wie die sagt. Ich denke mal, das ist wieder wirklich nur in dem Bereich, wo wir noch nicht waren. Gehe ich davon aus. Wir sind hier schon ein bisschen rumkommen. Vor allem in der Richtung, in die wir gerade laufen, waren wir schon einiges. Aber hier viele Dinge. Ein Stamm. Biene. Biene. Aha. Mit der Biene muss ich mich einmal beschäftigen. Glaube ich, gibt aber tatsächlich, glaube ich, nur Honig, dachte ich, oder? Also nichts allzu großartiges, glaube ich. Aua. Okay. Warum ein Eckel? Warum? Ah, jetzt sind wir da. Okay, Dogwood, weiß ich, wo der war. Au. Ja doch, da waren wir. Hier haben wir schon gefarmt. Sind ja die Dinger hier nicht. Die Saplings? Saplings. Fuchsi. Hi. Bist du so dumm rauszukommen, soll mir helfen? Amethyst.
weiß irgendwer, was man mit Amethyst machen kann? Also gibt es da neue Rezepte? Ich denke mal. Gleich mal schauen, wenn wir daheim sind, die Dinge, die Werkbank, glaube ich, kann man nachschauen. Ich habe noch gesehen, es gibt irgendein neues Schild und wenn das Schild leuchten kann, das ändert in Minecraft relativ viel tatsächlich. Oder Item Frame, irgendwie sowas. Macht zumindest dann die, ja, es schaut besser aus, sag ich mal. Der Hauptgrund war das ein 4. Nö. Okay, wir sind nah. Wupp, wupp. Ich meine, wir haben hier bei uns in der Nähe haben wir so viele Berge und so viel Zeug, dass eigentlich hier drin könnten auch. Ja gut, Höhlen gibt es anscheinend noch gar nicht. Ha, wenn es noch keine Höhlen gibt. Trapple, weißt du, wann das zweite Update dann rauskommt? Wann das geplant ist? Ist da irgendwas bekannt? Also der Höhlenaspekt? Nicht, weißt du nicht? Nein. Hm. Kein Problem, kein Problem. Überhaupt kein Problem. Weil das wäre... Na, schade. Na gut. Ich kann nicht mehr laufen, aber wir sind schon wieder da. Ah, die letzten Meter. Und Essen gerade so gereicht. Und wir schaffen es noch. Die Endermänner. Was die Blöcke versetzen hier die ganze Zeit. Fisherman's Friends. Und unsere zwei Schnuckis. Schnucki 1 und Schnucki 2. Also können wir jetzt eigentlich machen. Wir haben einen zweiten Name-Tag. Ich glaube, wie der immer die Dinger anfällt. Gute. Dann. Nein. Da auch nein. Wo ist Ofen? Da ist Ofen. Dich schmeißen wir da rein. Dich auch. Zack. Emerald haben wir schon. Rohgold, okay. Ich gehe es mal so auf. Vielleicht einfach nur. Hier haben wir Erde, hier haben wir das und das war's. Ich muss da unbedingt die Kisten mal sortieren, aber wirklich unbedingt. Ein Brot hätten wir sogar noch dabei gehabt. Hier ist Erde. Hier haben wir Knochis, Fleisch, Schießpulver, Ei. Hier ist Eisen. Die Dinger brauchen wir gleich. Das tun wir da hin. Kompass tun wir da hin. Die kommen wir daher. Gravel war, ich glaube, oben. Wie ich wusste, wo mein Haus ist, mit dem Kompass. Also hier quasi mit dem. Der zeigt immer in Richtung Spawn. Also auf einem Server zeigt in Richtung Spawn. Und der ist bei mir hier ums Eck.
beziehungsweise ist mein Haus in Richtung Spawn, sage ich jetzt mal, dann, das ist ja nicht klein. Also ich habe hier quasi das Dorf schon einigermaßen ausgebaut, sage ich jetzt mal. Wir haben hier unser Haus, das da, mit unserem Turm. Und hier haben wir unser Hotel. Und da hinten steht noch irgendwo eine Taverne, eine kleine. Da sieht man so ein bisschen, das hier, das Blaue da, was ein bisschen rausblitzt da. Hier, die Taverne. Also wir haben ein paar so Landmarker, sage ich jetzt mal. Von der anderen Seite orientiere ich mich ganz, ganz stark am, Moment, kann ich dir auch zeigen. Da habe ich schon öfter verlaufen. An dem Ding da. So ein halb abgebautes oder aufgebautes Netherportal, das war ich ja schon. Ich meine, ich habe auch so Dinge, die ich quasi kenne zwischenzeitlich, weil wir schon oft genug dran vorbeigelaufen sind. Aber grobe Richtung ist immer Kompass, deswegen habe ich ihn dabei gehabt. Ich hätte mir notfalls auf die Koordinaten aufgeschrieben. Aber wirklich nur äußerster Notfall. Mit Nametag tun wir mal da rein einfach. Schallplatte aus, egal. Jetzt hat die Dinger, was kann man mit euch machen? Hier ist der Leuchttintenbeutel. Leuchtrahmen, tatsächlich. Rahmen. Leuchtrahmen. Ich habe kein. Ich habe Leder. Okay. Ich habe Leder, ich habe Stickies. Geht das noch so? Ich habe keine Ahnung. Ja. Und leuchtest du, leuchtest du, leuchtest du? Ah, du leuchtest! Kurz dunkel machen. Ähm. Ernsthaft? Ich kann die Schrift von dem Schild. Naja, gut. Na gut, man sieht, ne? Er macht das nicht wirklich hell. Aber man sieht ihn, wenn ich jetzt irgendwas drauf papp. Oh, nice. Oh mein Gott. Ja, 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 ja. Ich mag jetzt nicht sagen Life Changer, aber ich meine, hey, es ist Minecraft, also gab's so noch nicht. Schrift kann man auch zum Leuchten bringen. Okay. Schaue ich mir einmal kurz an. Und für was ist der Amethyst? Ah, schaut das blöd aus. Okay. Es gibt actually ein Fernglas jetzt dann? Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Es
gibt ein Fernglas? Keine Ahnung. Ah, ja, ja, stimmt, hast du recht. Genau, genau, genau. Was ist denn das? Ich habe das Zeug doch alles schon gehabt im Inventar. Sind das Kerzen? Ah ja, stimmt, genau. Das geht ja wirklich. Wie schaut das jetzt schwarz aus? Wie mache ich Kerzen? Also, ich meine, das ändert das natürlich nicht alles. So, oh mein Gott, aber die Leuchteschule hätten wir hier brauchen können. Oh, hi. Hier im Hotel können wir die Dinger noch hernehmen. Für das Zimmer. Ich meine, okay. Oder hier zum Beispiel, hier können wir die Leuchteschilder auch hernehmen. Für die Automaten. Und hier oben auch. Das ist eigentlich Honig, aber ja. Ah, okay. Also das ist die Toilette da unten vom Hotel. Es gibt Kupfer? Also ich kenne Kupfer in Minecraft aus sämtlichen Mods, ja. Aber es gibt in Vanilla Kupfer jetzt? Ich kenne das Spiel nicht mehr. Da hast du einen Stack. Das bin ich leicht neidisch. Findet man das eher an der Oberfläche oder ist es auch, also ist es wie Eisen komplett verstreut überall oder findet man das irgendwie egal wo? Ich nehme jetzt mal einfach mal Holz mit anstatt ein Stick ist, glaube ich. Verstreut, glaubst du, okay. Das können wir kurz reparieren eigentlich. Müsste mit dem Eisen gehen, oder?
Das brauchen wir fürs Netherite, glaube ich. Circa so sollten wie Eisen. Ernsthaft. Kann ich nur schlafen? Ich glaube, es ist zu spät, oder? Okay, zu spät. Okay. So sollten wie Eisen. Das ist normales Pferd, das ist Schnucki, ja genau. Schnucki! Ja gut, das Zeug war natürlich auch alles. Ach stimmt, wir haben ja Alpakas auch da in der Nähe. Das Zeug war ja hier schon alles da. Also müssen wir quasi irgendwo hinlaufen, wo wir noch nicht waren, denke ich mal. Weil im Nachhinein reingeneriert wird es nicht sein, denke ich mal. Aber in der Richtung waren wir halt schon ziemlich weit. Also hier würde ich gern den. Hier hätte ich so einen Bauernhof geplant. Zwar nichts Besonderes, aber Bauernhof mit Koppel. So mit Pferde und Kühen und Schafen. Extrem übertrieben groß, wie auch sonst. Das wäre hier so nice. Wenn man ein Fernglas hat, ist ein Optifine schon fast hinfällig. Ich habe Optifine nur drauf wegen dem Zoom. Tatsächlich. Ich habe genau Kompass. Was siehst du? Weil jetzt zeigt der Kompass quasi in uns. Siehst, Kompass und dreht sich mit die rote Nadel. Und hier quasi zeigt ziemlich auf das Ding da. Na gut, also in die Richtung auf jeden Fall. Nach. Ich sehe es gerade nicht. Egal. Oh, J-Pal, hast du eine neue Map angefangen bei der 1.17er Version oder bist du. Hast du weitergespielt? Interessantes Wasser. Neue Welt, okay. Also quasi alles gleich mitgeneriert. Gut, habe ich da bei mir nicht gemacht. Bei mir ist der Server, der sich quasi einfach automatisch geupdatet hat. Ich renne jetzt einfach mal so schräg in die Richtung und hoffe, ich war da noch nicht. Wir haben jetzt auf dem ganzen Weg, wo wir waren, haben wir kein einziges Kupfer gesehen. Zwar die neuen Mobs, Axolotl, gut, Mobs spawnen natürlich einfach, ist klar. Die spawnen auch in vorhandene Bereiche, was es gut ist an den Mobs. Aber Rohstoffe, glaube ich, spawnen nicht einfach. Die müssen wirklich generiert werden. Ich würde sagen, wir schauen da mal rein. Weißt du auch schon, wie man Kerzen macht? Ist das eine neue Leuchtquelle? Bis jetzt gibt es nur die Laternen. Dann die Seelenlaternen, die blauen, die ich nicht weiß, wie man macht. Ich weiß, wie man die blauen Lagerfeuer macht, aber nicht, wie man die blauen Seelenlaternen macht. Weißt auch nicht, okay. Hätte das sein können.
fürchte, aber hier waren wir schon mal, zumindest sind wir hier schon mal drüber. Ich habe früher auch nur in Höhlen reinbaut. Also generell, also immer. Minecraft, Berg gesucht, reinbuddelt, ausgehöhlt, drin gewohnt. Passt. Okay, aber dass es so viel neues Zeug gibt. Ach, stimmt, hier war ja mehr. Doch, hier waren wir schon mal. Hier war der Pool, doch, da waren wir schon mal, genau. Kugelfisch. Und hier unten gleich waren noch die Drowned, tatsächlich die Ertrunkenen. Hätte ich fast Betrunkenen gesagt. Ich glaube sogar da irgendwo geht's an mit dem Zeug. Hier sind auf jeden Fall welche, definitiv müssten Delfine sein normalerweise. Wenn ich mich nicht täusche. Ich dachte, das war so. Bei dir ist gefühlt nur Schnee. Ja gut, ich hab's hier bei dem... Ah, Luft. Bei dem Seed ganz gut erwischt, tatsächlich. Es ist ja nicht unweit entfernt, das ist schon ein Stück zum Laufen, aber wir haben eine große Wüste. Ähm, Es ist Meer hier. Es sind einige Berge da, wo man was reinbauen kann. Es war ein Sumpf ist gleich in der Nähe. Habe auch schon Slime. Habe auch schon Schleim gefunden. Also die ganzen extremen und seltenen Sachen, sag ich jetzt mal, haben wir ziemlich früh gehabt, tatsächlich. Das kann man sich aus Galassos machen. Also es ist relativ früh gegangen, tatsächlich. Muss man sich nicht mehr vom Händler snacken, das Zeug. Ja doch, wir waren mal schon, waren die ganzen Pferde. Ja, doch. Hat nicht so funktioniert. Weiter war besser. Hier war der Blumenhügel da, genau. Aber hier waren wir halt auch schon, glaube ich. Ja doch, genau, hier war der Blumenhügel, stimmt. Da waren die ganzen verschiedenen Blumen drauf, die wir gezupft haben. Da haben unsere Farben her, genau, hier haben wir auch schon Obsidian gefarmt. Bisschen was. Ja, genau. Laufen jetzt eh gerade wieder zurück. Ich glaube, dass in die andere Richtung besser ist. Gleich ist unser Ding wieder. Es sieht mal ziemlich früh das Teil, darum habe ich mich an dem immer orientiert, wenn ich von der Seite gekommen bin. Und hier müsste unser Haus irgendwo sein, hier. Ja genau, hier ist der Turm. Und in die Richtung war ich eigentlich noch nicht so viel, glaube ich, tatsächlich. Vielleicht haben wir Glück und da sind ein paar Chunks, die wir noch nicht gehabt haben. Au. Dschungel, ob ich den mag. Also, wir haben übrigens auch Katzen in der Nähe. Also, Dschungel haben wir auch in der Nähe. Naja, ich sag mal, ich finde die Bäume cool, weil man einfach coole Baumhäuser bauen kann mit dem Lernanzeug und alles. Und es ist ein Biom, das ich nicht weglassen würde. Aber es ist jetzt nicht mein Lieblingsbiom, sage ich mal so. Am liebsten ist mir hier so Sprucewood-Zeug, das hier, das passt ganz gut.
dauerhaft nur Winter oder dauerhaft nur Wüste wäre jetzt auch nichts für mich. Das ist so ein neutrales Gebiet, das finde ich ganz okay. Was ich cool finde, sind die Wüsten, sag ich doch, ja doch eigentlich gut, die Wüstentempel und auch die Dschungeltempel. Dschungeltempel habe ich noch nicht so viele gefunden bis jetzt. Ich glaube, 5 oder 6 Stück vielleicht, wenn man alle zusammen recht. Alle zusammenrechnet, die ich bis jetzt gehabt habe. Die Mansions finde ich ja cool. Also es gibt schon was zu machen. Man kann Dschungeltempel suchen, man kann die Mansions suchen, man kann ins End. Hier ist nochmal ein Dorf, ne? Tatsächlich. Ja, ungefähr so sah unser Dorf auch aus. Ein Haus da unten im Berg drin, die Dinger kreuz und quer. Teilweise konnten die Dorfbewohner aus den Häusern raus, weil alles voll baut war. Ja genau, irgendwie so Gebilde im Weg, die keinen Sinn machen. Haben wir es nach und nach quasi erstmal herrichten müssen. Aber ich finde den Dschungel cool wegen den Pandas. Den Bambus-Dschungel finde ich cool, so muss ich sagen. Okay, das ist jetzt andere Villager. Geh, au, halt raus. Ein Maurer, es gibt einen Maurer? Mit was? Ich muss mir die Dinger wieder mal anschauen. Also, Fässer machen Fischer. Komposthaufen machen Farmer. Die Smithing, die Kartografie-Dinger machen Kartografen. Ich glaube, die Smithing Table machen Waffenschmiede. Und die Schleifsteine Rüstungsschmiede. Oder irgendwie so. Müsste ich mich mal wieder erkundigen. Hier ist sogar wieder Sumpf. Ein Sumpf haben wir wirklich viel. Aber Bambuswald habe ich auch noch keinen gefunden oder Bambusdschungel. Ich weiß nicht, wie man es nennt. Also wir haben noch keinen Bambus, sagen wir es so. Habe in der Version hier noch keinen Panda gesehen. Das ist ganz gut, dass wir in die Richtung hier mal rennen. Man könnte natürlich mit dem Locate-Befehl suchen, ich weiß. Aber hey, für was spielt man? Hier ist dann so Pilzwaldzeug. Aber hier werde ich halt Kupfer nicht sehen an der Oberfläche, denke ich mal. Hier sind zu wenig Wald. Zu wenig Hügel oder Berge. Hm. Zum Thema Schnee, weil du das vorher gesagt gehabt hast, ich habe das Problem bei mir am Hotel, haben wir ein Glasdach drauf. Das Hotel ist so hoch, dass es quasi aufs Glasdach drauf schneit. Ah, das ist leicht belastend. Hilft aber nichts. Fackeln draufpacken ist noch schlimmer. Okay, ist auch mehr. Delfin, hi. Swim with me. Du, du, du. Delfin Power, la la la. Aber Delfine sind meistens irgendwo drowned.
Also Axolotl schwimmen quasi wirklich überall rum. Okay. Gut zu wissen. Aber so wie es ausschaut, kein Kupfer für uns. Hier haben wir Schildkröten. Hi du. Ja, du. Magst du Brot haben? Oder Kartoffel? Ja, die ist lecker. Nicht. Nicht dran riechen, essen. Hm? Ich weiß, ob man einen Hut draus machen kann oder irgendein Rüstungsteil, aber für was denn? Wir können das hier irgendwo runterbuddeln, in der Hoffnung, dass wir irgendwo Kupfer finden vielleicht. Oder wir nehmen einfach den Eingang, der da ist. Ähm Ich sehe schon wieder einen Creeper. Okay, das ist weg. Skelett. Ich mag nicht so geschossen werden, definitiv nicht. Ich gehe jetzt hier besser runter. Ah ja, scheint so. Bleiben wir einfach da. Hier ist nix. Flatter, 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 flatter. Ich weiß was nicht, wie Kupfer ausschaut, aber ich denke mal, ich habe den Goldhelm noch auf, sehe ich gerade. Vom Nether-Besuch war das noch. In irgendeiner Höhle muss der Kupfer geben, denke ich mal. Vielleicht der Amethyst, wenn wir Glück haben. Die Höhlen haben jetzt nicht so klein ausgeschaut auf dem Bild. Was natürlich nicht heißt, dass es besser ist. Oder leicht ist, die zu finden. Und mal schauen, ob es irgendeinen Befehl gibt, dass man die Rohstoffe zurücksetzen, wenn die funktionieren, denke ich mal. Wir haben einiges abbaut und einiges neu baut, von dem her geht wahrscheinlich schwierig. Wenn wir die Minimap wieder drauf haben, wäre es einfacher tatsächlich. Da könnt, also habe ich so noch nicht gemacht.
Aber da könnte man, glaube ich, die Rohstoffe. Okay, wir sind bei Bedrock. Wir sind beim Bedrock. Da verbinden wir es doch einfach. Ich buddel jetzt einfach mal hier ein bisschen in der Richtung. Mal 11 Höhe, glaube ich, ist gut. Vielleicht können wir. Eigentlich könnte man Richtung. Na wohl. Buddel mal weg vor Heim. Zack, zack. Fackeln haben wir noch ein paar jetzt. Schauen wir mal die ausfinden, vielleicht eventuell. Vielleicht auch Kupfer. Eventuell. Oder Amethyst. Das ist Lapis. Kann man auch ein bisschen was mitnehmen, wenn wir schon da sind. Ein bisschen Eisen. Ich werde dann irgendwann einmal noch anfangen, wie gesagt, mit dem, also jetzt heute wahrscheinlich nicht mehr, denke ich mal, aber mit dem Bauernhof können wir mal schauen, wie wir machen genau. Die ganze Tierzuchtgeschichte und alles wie groß, weil wir brauchen unbedingt Leder. Für die Bücher zum Verzaubern. Und Netherite wollte ich noch suchen. Netherite können wir vielleicht später noch schauen. Ob wir hier irgendwas finden. Weil der Nether ist komplett neu generiert, definitiv. Also müsste es auch ein Netherite geben. Muss aber auch sau schwer zu finden sein. Ich glaube, man braucht 4 für einen Bahn. Mit einem Bahn kann man ein Rüstungsteil aufwerten. Wir haben eine komplette Tierrüstung, die liegt bei uns im Haus. Oder steht bei uns im Haus. Und wartet eigentlich nur drauf. Zum Aufrüsten. Das hast du eigentlich vorhin gefragt, J-Pol, zwecks dem Dschungel. Fällt mir gerade so nebenbei. Magst du das Biom? Oder? Wie kommst du drauf? Das war jetzt eigentlich mehr. Mein. Ah, du hast auch einen Dschungel gefunden, okay, deswegen. Aber keinen Panda-Dschungel, oder? Ah, schade. Ich höre Wasser. Da irgendwo. Hier war gerade so ein Geräusch von der Höhle. Da ist die ja. Okay, es waren jetzt 8 Dias auf einmal. Kann man lassen.
Wobei ich jetzt ehrlich sein muss, Amethyst immer lieber oder Kupfer. Ich werde mir jetzt garantiert nicht beschweren, weil ich Diamanten gefunden habe. Sicher nicht. Aber Spitzhacke müssen wir halt einmal verzaubern mit Lack eventuell. Also mit Glück würden wir mehr rauskriegen. Das vergesse ich auch jetzt mal. Wir hätten sogar eine mit, na, mit Silk Touch haben wir. Mit Behutsamkeit. Also Gold Pickaxe haben wir am Anfang gefunden aus so einer Truhe. Zwei sogar, eine ist aber schon kaputt. Weil die Golddinger wirklich gar nichts aushalten. Der Brunnen in der Wüste, ich glaube einfach nur Deko. Also er zeigt da, glaube ich, an, dass ein Dorf in der Nähe ist. Aber ansonsten glaube ich, erst ist es einfach nur. Du meinst das kleine, keine Ahnung, wie groß ist denn das? So 3 auf 3 oder 4 auf 4 Blöcke oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ob da was drunter versteckt ist. Eventuell gibt es vielleicht auch eine Truhe. Keine Ahnung. Muss mal einen runter. Also ich bin da noch nicht rein. Also ich habe tatsächlich noch nie drunter geschaut. Wenn ich ehrlich bin. Aber ich dachte, das wäre mal bloß Deko. In einigen Mods ist Zeug versteckt drunter, aber ich glaube bei einem Vanilla nicht. Wobei es auch ändern kann, weil die komischen abgebauten Netherportale, die sind ja quasi, da gibt es Truhen drunter, die ich dir vorher gezeigt habe, die ich als Wegpunkt hernehme. Ah, da, da ist nochmal Dia. Und hier ist eine Höhle. Super, ob hier was ist, aber hier ist Eisen. Okay, also Eisen findet man wirklich genug. Okay, haben wir 12 Dias. Wir haben also eine Rüstung gemacht, das sind 24 und ich glaube, wir haben unter Eisen, Diamantspitzhacke haben wir uns auch gemacht. Und das Schwert. 24, 27, 22 und die 12 sind 32, meine ich, und die 12 sind. Oh, das stimmt schon, 32? Doch, doch, doch. 4, ja, doch, müsste passen. 44 dann. Das ist auch noch nicht so viel. Aber hier scheint es auch kein Kupfer zu geben. Das, was ich gerade mache, ist eigentlich dumm wie Sau. Einfach irgendwo runterbuddeln. Auf irgendeiner einigermaßen Höhe. Und dann einfach gerade ausgraben. Es funktioniert zwar die meiste Zeit. Ich mache es tatsächlich jetzt in dem Fall jetzt auch gerade nochmal, weil ich mir denke, vielleicht kommen wir in der Biom, das noch nicht regeneriert wurde.
Oder muss man selber neu starten? Ich weiß es gar nicht. Ich meine, geupdatet wurde ja. Wir haben die 1.17.5.7, die 1.17.7 war oben links. Aber hat sich gerade noch eine Höhle irgendwie angehört nochmal? Ich denke doch. Hier ist definitiv Lava. Ah ja, tatsächlich hier. Okay, das war eine Wow. Okay, okay, wow. Also ah, okay. Einen Gang wieder gefunden. Es muss doch irgendwo Kupfer geben. Ich glaube, ich locate das trotzdem mal ganz kurz. Geht das? Das nächstgelegene Kupfer lokalisiert. Fortress, Igloo, Jungle Pyramid, Mansion, Mineshaft, Monument, Netherfossil. Du bist gestorben. Schlecht. Aber weißt du noch, wo du warst? Ruined Portal, das. Genau, Ruined Portal, so heißen es, genau. Schiffswrack gibt's. Ah, okay, wusste ich gar nicht mehr. Stronghold ist das eine Ding. Village. Na, man kann anscheinend nicht nach. Locate. Item gibt's nicht. Locate Biome. Badlands. Plateau, Jungle, Jungle Hills. Also ich werde das nicht suchen, Gottes Willen. Basalt, Deltas Beach, Birch Forest Hills. Cold Ocean, okay, Crimson Forest. Dark Forest Hills, Deep Cold Ocean. Ach, so was ist scheiße. Gefühlt über die halbe Map, ja. Dann. Giant Tiger, okay, es gibt zwischen echt extrem viele Biome. Okay, ich schaue jetzt nicht nach, habe ich gesagt gehabt. Hm. Du. Aber. Hier sind wir irgendwo reinkommen, oder? Ah, hier können wir noch runter. Wow. Na wohl. Oh mein Gott, das ist interessant. Und tschüss. Also ich weiß, dass hier Eisen hängt. Eisen ist dann tatsächlich nicht unser Problem. Hier sind wir rein.
Mit einem Wassereimer. Und tschüss. Ja, schwierig. Ich muss da glaube ich mal nachlesen, ob sich das Zeug irgendwie nachspawnt oder wenn das ja weiß, vielleicht eventuell. Weil ich habe mit der 1.16.5 quasi angefangen auf dem Server. Jetzt gibt es ja die 1.17. Wir haben zwar die Texturen sind geändert, das ist vollkommen klar. Wir haben auch schon 2 neue Mobs gesehen. Einmal den Tintenfisch, zumindest friedliche Mobs haben wir gesehen, 2 Stück. Tintenfisch und das Axolotl in zig verschiedene Farben. Tintenfisch und Axolotl haben wir schon gekämpft. Aber die spawnen halt immer überall. Ich weiß noch nicht, ich denke mal, dass der... Ja gut, aber der World Generator müsste eigentlich... Oh hi. Er müsste eigentlich Spaß dran haben, sag ich mal, das neue Biome. Ach was? Ich nehme gerne mal jedes Item in die Hand, was ich habe. Aber ich glaube jetzt können wir... Ich glaube wir können jetzt Kerzen machen. Ich gehe jetzt mal heim und dann grabbel ich jedes Item an, das ich habe. Aber Jay Paul, noch mal ganz kurz, hast du dir einen Kompass gemacht? Wobei auf der Singleplayer-Welt, glaube ich, zeigt er dir dein letztes... Nein, okay. Auf der Singleplayer-Welt zeigt er, glaube ich, dein letztes Bett an, wo du das letzte Mal geschlafen hast, glaube ich. Also entweder den allerersten Spawn, wo du aufgetaucht bist, glaube ich, wenn kein gültiges Bett da ist. Korrigiert mich, wenn ich einen Schmarrn erzähle, bitte. Aber ich glaube, so war's. Vor allem brennt was. Oder das Bett, in dem du als letztes geschlafen hast. Das, glaube ich, zeigt auf jeden Fall an. Sofern es noch steht. Hier los. Was tut das? Du schaust so schuldig. Und jetzt gehst. Aha. Ich, ich beobachte dich. Der glaubt, wir sehen wir nicht. Geiz hinter der nächsten Baumann, ich bin mir ziemlich sicher. Der schaut schon so gelangweilt. Hat er Glück gehabt. Okay, das brennt oben. Okay. Und ich habe auch keine Ahnung, wie man mit jemandem spielt. Was meinst du? Ja, genau. Achso, stimmt, den Kompass hättest du verloren. Ja, ja, klar. Das ist richtig. Du könntest ja jetzt einen machen, habe ich quasi gemeint gehabt. Wenn du irgendwo geschlafen hast, vorausgesetzt, und das Bett nur da steht, dann könntest du vielleicht hin. Notfalls kannst du ja die Koordinaten merken. Na gut, was halt mit jemandem spielen, das ist einfach. Da gibt es nicht recht viel zu wissen.
Ach so, du meinst direkt normal. Okay, okay, okay. Dann habe ich es tatsächlich falsch verstanden. Der Bad Wars ist tatsächlich, ich muss ehrlich sagen, ich finde das neue Kampfsystem, das mit dem Aufladeschlag, es ist, es war gewöhnungsbedürftig, ganz klar, aber man muss halt zielen. Man muss halt auch abschätzen können. Und nicht einfach mit aller Gewalt, keine Ahnung, draufhauen wie Sau mit einem Butterfly oder was ist das für ein Zeug. Oder mit einem Gripper, ich weiß nicht mehr genau, was alles gibt. Man quasi die Maus dann irgendwie dementsprechend lang, ja, draufhaut. So viel Zeug, was da damals gegeben hat bei Bad Wars. Von dem her, naja, ansonsten, wenn man miteinander spielt, keine Ahnung. Es ist halt wahrscheinlich eine Sache, die man ausmachen muss, denke ich mal. Man kann man kann da zusammen spielen und quasi separat bauen, man kann Projekte miteinander machen, es geht so viel Zeug, also das ist relativ, gibt so viele Möglichkeiten dafür, würde ich sagen. Kommt immer darauf an, ob Modpack oder nicht, oder ob Vanilla oder keine Ahnung, was alles, was er für Möglichkeiten hat. Hier sind wir schon wieder, okay. Sind wir schon wieder da. Bei Kompass zeigt das weg tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wo genau der wirklich hin zeigt, aber ich glaube auf das Dorf hier irgendwie. Naja, wir finden Heim. Jetzt grabbel ich, wie gesagt, mal ganz kurz jedes Item an. Einfach mal sicher gehen, dass wir wirklich alle Rezepte haben. Oh, der Golem ist neu. Beste Zeit waren hier ungefähr, ich glaube, 20 oder 21 Villager, irgendwie sowas. Ich glaube, 8 Golems. Da wurden die nach und nach dezimiert. Moment. Die also mit 15. Roheisenbock einmal kurz hier rein. Die Dinger. Ja, die haben wir hier. War das mit Spinnen? Augenkranke Kerze jetzt sein, oder? Kerze wollte ich schauen. Kerze. Ach, das ist ein altes Rezept. Honigwabe. Also Bienen quasi, dann gibt es seit den Bienen. Dann ist nichts Neues. Dann kannte ich es noch nicht. Wir haben way too much Cobblestone. Cobblestone. Aber wir kurz angrabbeln, das Zeug. Aber ob es da irgendwas Neues gibt. Ach so, Server muss man was ich machen, so meinst du. Ach so, ja, 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 ja. Ähm, am besten äh, gibt es verschiedene Anbieter für das ganze Thema, sag ich jetzt mal. Du kannst natürlich nicht komplett selber aufsetzen, das geht, aber müsste dein PC rund um die Uhr laufen, bräuchst du eine statische IP, bla bla. Also normalerweise geht man her, nimmt sowas wie, ich sag mal, Nitrado, G-Portal, Fortnite Players bin ich zum Beispiel aktuell. Ähm, und kauft sich dort oder mietet sich dort einen Server. Der kostet dann im Monat Geld, keine Ahnung. Je nachdem, wie viel Slots man nimmt, um ein Mod, also wenn du nur Vanilla spielen möchtest und sollen maximal 2 bis 4 Leute sind, dann ich denke mal bis bei so 3, 4, 5 Euro im Monat, denke ich mal, rum. Ähm,
du musst dich halt anmelden ganz normal, dann kannst du da aussuchen, quasi, was du für ein Spiel drauf laufen lassen willst. Musst dann, also, ich sag mal, ich kann es jetzt ganz speziell von Nitrado sagen, ich kann es ganz speziell von Fortnite Players sagen, von beiden hatte ich schon selber. Vorteil an Fortnite Players, wo ich jetzt aktuell bin, ist das, also es ist keine Werbung, würde ich nur dazu sagen, wirklich keine Werbung. Ich zahle den Server ganz regulär. Ähm, aber das System hat mir gefallen, weil es wirklich, glaube ich, die einzigen sind, die das anbieten. Korrigiert mich, wenn es nicht der Fall ist. Und egal, wo du bist, wenn du bei Fortnite Players bist und ein Kumpel von dir ist bei Nitrado, schimpft er über Fortnite Players. Bist du bei Nitrado und ein Kumpel von dir ist bei Fortnite Players, schimpft er über Nitrado. Bist du bei Chiportal und so weiter. Also egal, wo du bist, es wird immer jemanden geben, der sagt, die sind doch scheiße. Hör nicht drauf. Es gibt natürlich Anbieter, die speziell auf Leistung gehen, ganz klar. Aber hundertprozentig steuern kannst du es nur, wenn du dir wirklich komplett eigens einen Server mietest und aufbaust, und da bist du deutlich teurer. Das macht keinen Sinn. Um auf den Vorteil zu kommen, bei Fortnite Players, wo ich sagen wollte, du hast quasi einen Server, kannst aber verschiedene Spiele drauf laufen lassen. Sprich, du musst da nicht für Ark einen Server mieten, für Minecraft einen Server mieten, für Valheim einen Server mieten, für egal was, CS, wurscht was. Es reicht, wenn du quasi einen Server kaufst und in diesem Server kannst du verschiedene Konfigurationen machen. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel bei mir ich habe Echo, ich habe Valheim, ich habe Minecraft, ich habe Seven Days to Die. Ich brauche kurz nachschauen. Ja, und Garry's Mod zum Beispiel. Aktuell laufen bei mir. Echo war nur ein Versuch. Wenn ich quasi jetzt zum Beispiel sage, okay, ich will jetzt, ich sag mal, Ark spielen als Beispiel jetzt, dann setze ich einen Server auf. Das sind einfach nur, heißt neue Konfigurationen hinzufügen. Dann klickst du drauf, wählst Ark aus und das war's. Der startet den Server, er macht aber dann Minecraft zu. Also die Welt wird gespeichert, das passt alles, ist alles da. Nur du hast quasi dann einfach einen neuen Server aufmacht. Du kannst die beiden Server nicht parallel laufen lassen. Das geht nicht. Also entweder oder. Sprich, entweder spielst du Minecraft oder du spielst dann, sag ich jetzt mal, Ark als Beispiel jetzt. Wenn du da keinen Bock mehr auf Ark hast, fährst du den Server runter. Das dauert 2 Minuten. Im allerhöchsten Fall vielleicht mal 5 Minuten. Server runterfahren, anderen Server starten, dann passt alles. Das ist eine Konfiguration. Bei Nitrado war es so, da hatte ich auch schon Minecraft-Server. Die waren zwar stabil und alles, hat alles super passt, nur du hast ja quasi einen Minecraft-Server, Ende. Du kaufst dir einen Minecraft-Server, du kaufst dir einen Echo-Server, du kaufst dir einen Valheim-Server, du kaufst dir einen Ark-Server, du zahlst jeden Server quasi extra. Andere sagen, okay, ganz klar, dafür hast du mehr Leistung und was ich was für das Zeug. Bei Vanilla ist es in meinen Augen komplett wurscht, was du nimmst. Also meine Erfahrung speziell jetzt. Weil Vanilla jedes Spiel läuft. Wenn du moddest, unterscheiden sich die Geister ein bisschen, weil bei Nitrado zum Beispiel, sag ich jetzt, oder G-Portal, du deutlich mehrere Auswahlmöglichkeiten hast wie bei Fortnite Players zum Beispiel. Fortnite Players ist auch günstiger, muss man dazu sagen. War bei mir tatsächlich nicht. Bei mir war der die Konfigurationsmöglichkeiten war bei mir der Grund, dass ich den genommen habe. Einfach weil ich dann quasi sage, okay, ich habe mehrere Spiele drauf laufen. Wenn ich mal Bock auf das habe, spiele ich das. Wenn ich Bock auf das habe, spiele ich das. Muss nicht zig Server zahlen. Das war mein Hauptaugenmerk, sage ich jetzt mal. Da rein, genau. Genau. Also, ich sag mal, maximal 10 Euro im Monat. Dann hast du einen Server. Maximal. Willst du nur einen Server haben, zum Beispiel, dass du sagst, okay, du zockst alleine, ist ja wurscht. Geht am Server genauso. Du bist maximal eine Person oder 2 Personen, vielleicht geht ja notfalls auch noch. Dann bist du vielleicht bei 3 Euro im Monat. Kann auch jederzeit erweitert werden. Also nur weil du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt einen Server mit, das wird in Slots gerechnet,
Slots bedeuten quasi automatisch Spieler, sprich 2 Slots ist für 2 Spieler, 4 Slots für 4, 10 für 10 und so weiter. Gleichzeitig wird aber auch durch das der RAM, also der Arbeitsspeicher vom Server quasi erhöht oder die Leistung. Es ist leider meistens nicht wirklich offensichtlich, was wie viel ist, was sehr schade ist, finde ich. Weil gerade bei größeren Modpacks zum Beispiel ist es dann oft einmal so, dass der Server ziemlich laggt. Eisen kriegt, ernsthaft? Tatsächlich. Aber speziell Minecraft oder Ark. Ark ist ja auch Leistungsfresser ohne Ende. Und ja, das ist so der grobe Hintergrund zu einem Server, sag ich jetzt mal. Schaut er quasi so aus, Verbindung trennen, du bist hier. Einzelspieler ist eine ganz normale Single World. Und dann gehst du auf Mehrspieler, gehst auf Direktverbindung, gibst deine Adresse ein und dann taucht jetzt, weil hier vorne Players Minecraft Server heißt er bei mir jetzt zum Beispiel. Dann gehst du drauf und kannst quasi verbinden. Fertig. Der läuft halt Tag und Nacht, sofern du ihn nicht abschaltest. Bei Minecraft ist sogar ziemlich ähm, einfach, auch die Steuerung ist anders. Ich kann jetzt hier zum Beispiel einfach reingehen und kann sagen, okay, Game Mode Creative, kann ich fliegen. Geht hier genau wie im Singleplayer bei mir. Weil ich OP bin quasi, ich bin Operator auf meinem Server. Gehört der Server jemand anders, musst du dir OP-Rechte geben, dass das funktioniert, das ist ja klar. Oder speziell für dich freischalten. Ähm, aber so ansonsten ist das eigentlich nichts Besonderes, sag ich jetzt mal. Ich glaube, es wird nur interessant, wenn es irgendwann mal um Modding geht, wenn man wirklich sagt, okay, man installiert jetzt Mods auf Minecraft. Da musst du die natürlich dann bei dir drauf haben und am Server auch. Das ist das Einzige, wo ich sage, ja, da kann es mal vielleicht zu Problemen kommen, aber im normalen Vanilla, sag mal, wenn du nicht gerade zu Zehnter bist auf einem Server und einer baut 10.000 Blöcke in die Richtung und andere 10.000 Blöcke in die Richtung, sollte es eigentlich kein Problem nicht sein, weil das muss der Server quasi beides berechnen. Quasi jetzt hier 10 Leute rumwuseln, würden wir gar nichts machen, solange die nicht, ich weiß nicht wie viele Blöcke, dass die getrennt sein können. Aber ist einmal abhängig, wie der Server eingestellt ist, was dir der jeweilige Serverhersteller quasi dann wieder einräumt an RAM. Also quasi wie wichtig du dem wieder bist, sag jetzt mal. Beste Beispiel war damals, und ich meine, man muss einfach sagen, Minecraft, der Server von Gronk und Tobi zum Beispiel, oder der Tobis Server von Tobinator, die haben Nitrado, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ob sie gesponsert sind, ich weiß es nicht, ich denke mal, aber schon. Die hatten aber anfangs glaube ich auf jeden Fall nicht. Doch auch gut Probleme mit dem Server. Obwohl sie das größte Paket, glaube ich, genommen hatten. Und ja, da muss man dann wieder nachbessern. Bei so größeren Streamern, sag ich jetzt mal, die da bekannt sind, ist es natürlich Werbung für die. Ja, da. Ich denke nicht, dass das ein großes Problem war für die. Dass sie dann dementsprechend nachjustiert wurden. Oder mehr RAM zugewiesen haben gekriegt, wie es eigentlich vielleicht dabei hätten. Ich weiß es nicht. Ist nur eine Vermutung meinerseits. Muss nicht stimmen. Wie gesagt, ich denke mal, es ist im Interesse der Firma, das es zu machen. Aber nur Vermutung. Wobei, wie gesagt, nochmal Kurzfassung. Sofern du keine Mods spielst,
alles egal. Und so Sachen wie Optifine oder so eine kleine Minimap im Eck, um die jetzt aktuell bei mir gerade nicht geht, sind sowieso clientseitig, sprich auch bei dir auf dem Rechner. Die braucht der Server nicht, die sind serverunabhängig. Also ist es ziemlich egal. Ich hoffe, es ist. Ich habe jetzt ziemlich viel durcheinander geredet, habe ich gemerkt. Ich hoffe, es ist einigermaßen klar. Wenn nicht, gern nochmal fragen. Aber ich weiß, wie das sein kann am Anfang. Ich habe auch, bis ich das erste Mal kapiert habe, wie der Server richtig funktioniert. Ich habe das damals mit meinem Nachbarn immer wieder mal gemacht gehabt auch, aber da waren es richtige Server damals tatsächlich, also wirklich komplett selber aufsetzen. Und ja, jetzt tun wir sicherheitshalber raus. Und sowas ist dann immer schwierig. Also, was lassen wir auch da. Wenn es ja quasi einer macht, der. Gott leise, wenn es einer macht, der quasi sich auskennt und du dann einfach bloß dabei bist. Die nehmen wir mit. Die lassen wir auch da. Ah, doch, Gold sind mit. Eisen brauchen wir vielleicht noch. Und natürlich kommt es mir darauf an, also nur weil du quasi jetzt auf einem Server spielst, muss dein PC das natürlich auch anzeigen können. Wenn der PC jetzt quasi ein bisschen schwächer ist, dann. Also wenn normales Minecraft bei dir am PC läuft, läuft es am Server genauso flüssig. Muss man einfach so sagen. Also das ist jetzt eigentlich nichts Besonderes, wo ich sage, das ist so die krasse, ja, keine Ahnung, krasse Trick dahinter. Bloß man weiß es einfach nicht, wenn man das erste Mal nicht macht und nicht kennt, dann, ja, woher soll man es wissen? Ich habe das damals auch genau wie du googelt. Dann haben wir gedacht, ja, toll, und jetzt? Dann googelst du Minecraft-Server vielleicht und dann findest du Anbieter. Da denkst du, ja, und jetzt? Aber es ist eigentlich. Ich habe vor kurzem zum Beispiel mit Minecraft, gerade speziell mit dem Ding, habe ich ein Riesenproblem mit Whitelist gehabt. Also ich konnte quasi die Whitelist nicht einstellen, hat er immer zurückgesetzt. Musste ich auch erst googeln und kam dann immer noch nicht klar. Also es wird immer wieder mal kleine Probleme geben, das sage ich. Was ist denn das? Hallo? Das sind die Lava Strider, ne? Da ist ein Magma-Block. Ich gehe mal noch kurz raus, ich bin gleich wieder da. Einen klitzekleinen Moment. Ganz kleinen Moment, bin gleich wieder da. Moment bitte.
So. Wieder da. Ähm... Ich muss echt meine Maus richten lassen, das ist so schlimm mit der Rumscrollerei, man kann sich das gar nicht vorstellen. Gerade bei so Spielen wie, keine Ahnung, ich habe jetzt hier beim unten durchscrollt, sonst rumzuppelt die ganze Zeit. Man sieht es ein bisschen. Ich scroll immer in die gleiche Richtung. Du hast das Ding, das da dreht. Ich glaube, der Drehsensor ist irgendwie, glaube ich, kaputt tatsächlich von dem Ding. Hallo, kommt's mal her da zu mir. Hallo. Kann ich dich angeln? Ja, ich weiß, ihr seid lieb. Mein Helm ist bloß ziemlich kaputt. Jetzt sollte man vielleicht ein bisschen Gold suchen. Da war Quarz. Hier muss ich ein bisschen aufpassen, weil jetzt habe ich wirklich absolut keinerlei Hinweispunkt, merke ich gerade, wo das Portal ist. Also ich weiß aktuell nur da, aber im Nether verlaufen wäre ungeil. Ähm ich merke mal kurz die Koordinaten. Im Nether ist schon schlimm genug, wenn man so weiß, wo man hin muss und da nicht zurechtkommt. Wenn jetzt wirklich alle Stricke reißen würden, könnte man uns immer noch porten, aber würde ich gern verhindern. Ich habe jetzt kein massives Equip dabei, wo ich sage, ja gut, das ist jetzt, oh mein Gott, können wir nie wieder bauen. Aber ultimatives Goal wäre hier Netherite, also die Alteisen, glaube ich, heißt es auf Deutsch. Wir bräuchten 16 Stück. Dass wir 4 Barren machen können. Glaube ich. Mit den 4 Barren können wir dann unsere Dia-Rüstung aufwerten. Die Dinger da tun uns weh. Wenn wir kein Gold nicht haben. Oder wenn wir so nah bei denen Gold abbauen. Ich glaube, der ist noch cool. Ist noch gut drauf. Ach Gott, du hast ein scheiß Gast. Nein, ich mag keinen Gast.
45 Gold, ja gut, mit dem können wir was anfangen. Nämlich einen Halm. Falls unser anderer Helm kaputt ist, können wir den gleich tauschen. Der Gold hält hier wirklich überhaupt nichts aus. Gibt es irgendwo einen Sarit? Ich kann mir nur vorstellen, es schaut anders aus. Ich habe mal irgendwo ein Bild gesehen davon, weiß aber nicht mehr, wie das ausschaut. Wirklich überhaupt nicht mehr. Ah. Jetzt warte mal, wir sind hier runterjumpt, oder? Moment. Ich bin von dem Gast abgehauen. Der Gast war da sind wir runter, glaube ich, oder? Da haben wir das rote Biom. Hier waren wir definitiv nicht. Zumindest dieses Mal nicht. Ich glaube, letztes Mal, wenn wir da sind so Schweine drin, kann es sein. Also so komische, richtige Schweine, so komische Grundviecher. Nicht die Piglins da und auch nicht die, also nicht die, auch nicht die Zombie-Piglins, sondern die normalen, so richtige normale Schweine. So netter Pigs oder die Dinger heißen. Oh ja, okay. Da will ich unbedingt runter. Du bist. Puh, eigentlich wollte ich nur 2, 3 so Schwammerl haben. Um zu schauen. Oh ne, wir haben schon ein paar tausend, nehmen wir ein paar mit. Ob wir die Viecher anlocken können. Also daheim haben wir ein paar so Wildpilze. Ich glaube, die Dinger heißen so. Jetzt müssen wir so zum Portal finden. Ui! Oh, das war knapp. Hier sind wir dran vorbei. Ha. Also ich weiß, dass das Portal definitiv, dass wir hier richtig sind. Ich gesagt, in die Richtung da. Aber
Es gibt eine Brotzeit, okay? Ja, passt. Komm gleich. Alles klar. Ah, hier. Genau, hier sind wir rum. Ne, sind wir nicht. Was bist denn du? Basalt. Was bist du? Schwarzstein. Schwarzstein haben wir schon. Okay, das ist so ein komisches Biom. Na, hier waren wir noch nicht. Hier mag ich ja nicht sein. Definitiv nicht. Wo geht's zum Portal? Überhaupt keinen Schimmer. .de. Hier ist eine Festung? Ernsthaft? Ah, okay. Festung ist gut. Festung finde ich, glaube ich, raus. Schauen wir mal, was wir hochbuddelt haben. Hier sind wir falsch. Hier auch. Aber ich weiß, wo die Festung ungefähr ist und ich weiß, wo der Ausgang von der Festung ist ungefähr. Betonung auf ungefähr. Doch hier hoch. Waren wir so hoch oben? Kann sein. Ja, doch, ich glaube, wir haben was reinbuddelt tatsächlich. Jo, 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 doch, 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 doch. Irgendwo da geht's rum. Da? Genau da hinten. Da haben wir es reinbuddelt. Genau, und hier geht's hoch. Und ich glaube, in die Richtung müsste es Portal sein. Denke ich. Doch hier links.
Hier sind Fackeln. Hier runter? Möglich wäre es. Doch, das sind die zwei Dinger, dann ist da unten. Da ist Portal unten. Jo, da haben wir es. Okay, alles klar. Aber kein... Netherite oder Netherite. Nichts dergleichen. Ich denke, müssen wir sie mal irgendwie durchspringen. Glaube ich. Okay, kurz. Die nehmen wir wieder mit. Kurz Zeug auskotzen. Das kommt auch weg. Damit die Fackel kann auch da bleiben. Eine Werkbank kann da bleiben. Wassereimer kann eigentlich auch da bleiben. Die Mannspitzhacke. Ich nehme mal mit. Okay, aber. Essen, kann ich essen. Ich bin gleich wieder da. Ich mache eine Viertelstunde, 10 Minuten. 10 Minuten. Kurze Pause, ich hole mir schon was zu essen. Gebt mal gerne einen Moment. Ich bin gleich wieder da. Tut mir leid. Aber ich habe Hunger. Bis gleich. Sorry.
So, jetzt bin ich wieder da. Entschuldigung, wie gesagt, hat jetzt ein bisschen kurz mal gedauert, aber wir haben wohl gespeist. Jetzt ist nur die Frage, obwohl wir machen kommen. Gehen wir nochmal rein und schauen mal auf die andere Lava-Seite rüber. Das wollte ich eigentlich machen. Vielleicht sehen wir hier was. Eventuell. Mit den Dingern da. Mögt ihr die Pilze da? Hallo. Ich kann irgendwie auf euch reiten, glaube ich, oder? Okay. Du? Hallo. Schau, was ich da hab. Ja, du, ja fein. Ja, komm her. Hallo. Hm. Ein bisschen abgrasen da. Oder abkiesen in dem Fall. Ich gehe mal da so hin. Oh. Das ist knapp. Ah, ah Gott. Das war wirklich mega knapp, ja. Oh. Ah, war das scheiße. In die Lava reinkupft. Ich bin so dämlich. Kiesfall nach unten, an das hätte ich denken müssen. Aber netter. Hm. Wie komme ich jetzt auf den Kopf drauf? Wenn ich einfach nur draufstelle auf dich? Ich hab Schiss. Ich hab massiv Schiss. Kommt's mal her, bitte. Ganz bestimmt renne ich in Lava rum, wenn da Gas drum. Ja, komm her.
Okay. Ich hole mir ein bisschen Cobblestone, glaube ich. Hol mal Cobblestone. Cobblestone haben wir so ewig viel. Ach Gott. Achso, gemacht war schon lange nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, das war jetzt schon. Uiuiui. Ich befürchte fast, ich muss da irgendwie neu laden. 6 Kupfer. Weil ich kann den Server gar nicht neu starten. Ich mag den Server gar nicht neu, also neu starten ja, aber neu aufsetzen will ich ihn gar nicht. Da wäre ja alles weg danach. Ich mache das anders. Müsste auch gehen. Einfach nicht hochschauen. Was wir nicht sehen, kann uns nicht umbringen. Blödeste Aussage ever. Ah. Will ich hier sein? Irgendwie glaube ich auch nicht so richtig, oder? Hm. Ich muss mal kurz schauen, wie Netherite überhaupt ausschaut. Gefasst wäre so gerne. Morgen sagen Fleischklops wäre der Schmarrn, aber. Okay, die Magma-Blöcke sind hier ganz, ganz nice. Vielleicht können wir seinen snacken, mal schauen. Die Magma-Schleime. Vielleicht snackt er auch uns. Okay, kommt's her. Alle schaffen irgendwas denn hier.
ein bisschen anbauen. Jetzt kommt's her. Okay, immer noch kein Magma Cream? Wieso nicht? Das droppen die Dinger doch, dachte ich mir. Also ich weiß gut, wie das Nether-Update rausgekommen ist. Habe ich auch angefangen. Denke mir, okay, passt. Und bin dann quasi vom Nether aus in so einem Biom gespawnt. Also in so einem da. Dachte, oh mein Gott, geh weg von mir. Anscheinend. Haben die Dropstraße von gleich 0. Gehen wir hin ein bisschen weiter. Okay. Nur mal just in case eine kleine Mauer baut. Ui! Dass das genau nicht passiert. Okay. Jetzt bin ich tot. Fuck! Entschuldigung. Ah, okay, wir sind tot. Ich hoffe, ich habe es noch einigermaßen. Vielleicht haben wir es meistens heute noch retten können. Ah, Mist, 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 Mist. Durch Dummheit in die Lava reingesprungen wieder. Ah. Bei dir Schwert sehe ich liegen. Okay, Rüstung, die eine ist kaputt. Schuhe sind wohl auch weg. Das Ding haben wir noch gekriegt. Mein Schild haben wir noch. Fackel haben wir, na gut, es ist ein bisschen was verbrannt. Auch so Lava Strider. Die können easy drüber springen, glaube ich, oder? Oder auch nicht?
Anscheinend eher nicht. Ich habe eigentlich bloß so schnell eine Mauer rundum gebaut und mir gedacht, vielleicht droppt das Zeug nicht so weit weg. Bin einfach nur hier in die Mitte reingerannt, einfach um es zu verhindern, dass es richtig in die Lava reinfällt, das Zeug. Naja, hat nicht so viel gebracht. Okay, wir holen uns noch ein bisschen Cobblestone. Okay. Naja. Hat nicht sollen sein. Gut, Kohle haben wir noch gekriegt. Ja, gut, Fackeln. Essen müssen wir wieder mitnehmen. Die eine Pickaxe war eh schon fast kaputt, glaube ich. Schwert haben wir noch gekriegt, das ist schon okay. Schuhe brauchen wir wieder. Ich glaube, solche habe ich auch noch irgendwo rumliegen hier oben. Ja. Tun's derweil. Kartoffeln nehmen wir mit, die Würpilzrut nehmen wir mit. Was hat man dabei? Holz hat man dabei. Enderperle heißen sie. Ich hab's vorher nicht mehr gewusst. Ich hab's vorher echt nicht mehr gewusst. Na, die lassen wir mal als Reserve da. Die Tier-Pickaxe ist weg. Die ist belastend. Tatsächlich. Nicht mehr unmöglich herzustellen, aber belastend. Unsere Level sind vor allem mal weg. Ich hätte vorher verzaubern soll, ich Depp. Oh na gut. Ah, da haben wir auch noch eine. Aber ich glaube, eine haben wir gefunden. Die muss ich jetzt aber mit. Brauchen wir nicht. Nehmen wir auch mit. Ich würde sagen, kann ich jetzt das reparieren mit einem Eisen? Geht das? Na gut. Passt dabei. Jo, okay. Dann einmal wieder runter. Aber wir brauchen... Ach scheiße, okay, ich muss mitnehmen. Ich sehe gerade, wir brauchen für das Netherite brauchen wir Dia-Spitzhacke. Ich habe Cobblestone vergessen. Brauchen wir den auch mal ein bisschen. Und vorher schauen wir kurz, irgendwo rennt der Händler rum, oder? Hast du irgendwas Neues? Feuerkorallenblock. Brauner-Farbstoff, nicht so wirklich. Irgendwie gefällt mir so heraus besser wie im Nether. Irgendwie. An was das wohl liegt.
Kann's nicht sagen. Machen wir mal so. Droppt mal echt gar nichts mehr. Auf der Seite bin ich voll, oder? Ja, genau, passt. Ich glaube, Gas können Kobbys dann nicht kaputt machen. War es nicht so irgendwie? Machen wir einfach so. Ui! Tschüss! Du hältst ganz schön was aus. Du hältst ganz schön was aus, ja. Okay, hier droppt schon wirklich gar nichts tatsächlich. Ich ziehe jetzt bis einmal ganz wirklich hier am Anfang durch. Später müssen wir sowieso wieder ganz normal durchbauen. Aber das hier mal. Ist die Frage, wo wir hinwollen. Warte mal, was haben wir denn? Natural Generation? Für 15 soll es das Erz geben. Wir sind auf Höhe 32. Okay. Aber irgendwo weiter runter können wir hier eigentlich aktuell tatsächlich. Gibt es irgendein Level ohne Lava? Also irgendein... Gut, hier geht schon weiter runter. Nicht viel, aber immerhin. Mal kurz markieren. Also spawnen kann es wohl überall.
Frage ist nur wirklich... Kurz ein bisschen Portal absichern. Uns da kein Gas mehr ausschießen vielleicht. Mal schauen, ob wir es dann dabei haben. Muss es nicht wunderschön sein. Wird es da definitiv nicht wunderschön. Aber zumindest Bonus dann drin nichts, glaube ich. Hier oben machen wir einfach nur Fackelhausen drauf. Ja. Es ist wunderschön. Nicht? Es existiert. So, erst einmal einfach reinbuddeln. Ich meine, Höhe 36. Da könnte man. Vielleicht. Kann man sich unter die Lava buddeln? Geht das? So ist ganz gut, wenn man das macht. Das ist perfekt. Block unter sich abbauen, beste Idee ever. Da mal so vielleicht. Schauen, wie lange wir leben. Ich fürchte nicht so lang. Ich wäre fast wieder reingerannt. Okay, aber...
Kein Stress. Überleben wir leicht. Aber voll heilen sollten wir uns trotzdem noch. Das waren 2 auf jeden Fall. Ah ja. Du, also quasi nicht, aber du kannst mal so gemacht werden, genau, das passt. Jetzt ist die Frage, kriege ich dich weg? Theoretisch. Oh. Ich werde hier nur 2, 3 Mal brennen, bin mir ziemlich sicher. Kurz warten. Ebenfalls auch nochmal sicher gehen. Okay, kurz essen. Dann der Kopf ist dann, okay. Das gleich passt. Jawohl. Ah, passt nicht. Mein Gott, du scheiß Lava. Ah, Lava. Ja, und sonst so. Lava im Nether fließt halt auch viel schneller. Eigentlich wollen wir nur hier platzieren. Okay. Bringt so nix. Bringt so auch nix. Wie tief ist denn die Lava eigentlich? Okay, tiefer, wie ich bauen kann. Das ist ja eine saublöde Idee, was ich gerade mache. Gedanke wäre so unter Lava buddeln. So, ja, was soll man noch so lang machen? Wo ist eigentlich das Problem von der Lava jetzt aktuell gerade?
An dem Block da ist das Problem. Ist doch gehen, oder? Hm. Okay, das hat funktioniert. Problem ist halt wirklich hier, dass man die... Na, ich habe halt keine Ahnung, wie tief die Lava hier ist. Naja, egal. Ich glaube, es ist sowieso eine blöde Idee. Ich sehe aber hier nichts. Was irgendwie in die Richtung ausschaut. Wie ein Netherite. Naja. Suchen wir uns was anderes. Ich dachte, das wäre einfacher. Anscheinend nicht. Sind einmal gestorben, mega nice, perfekt. Haben wir die ganzen Level hergeschenkt. Ich weiß gar nicht, wie viele Level wir hatten, aber es war, glaube ich, einiges. Es ist so traurig. Kein Schnucki. Okay. Sagt sie ja? Oder er? Das Skelettpferd. Potato Eis haben wir da. Der rennt auch noch rum. Okay, die Leuchtschrift ist cool. Komm. Schlafen, schlafen. Es ist dunkel draußen, schlafen. Es wird dunkel draußen, schlafen. Oh, es ist hell draußen. Es ist hell draußen, ne? Naja, beste Uhr ever. Ähm, Ich würde sagen gegen 8 rum, vielleicht ein bisschen eher mal switchen zu Slam Dust auf jeden Fall. Aber hier. Hier war erst die Höhle. Kann man den Server zurücksetzen bis auf ein paar Chunks.
Hier. Okay. Spiel so, nö, du brauchst du nichts. Gut, dass der Regen nicht laut ist. Die erste Frage ist abgraben oder aufschütten? Abgraben ist immer leichter wie aufschütten, glaube ich. Das ist die eine Ebene hier. Das ist die Ebene quasi. Oder einfach hier auf die Höhe bauen. Wäre auch eine Möglichkeit. Den Platz haben wir hier ein bisschen. Kürbisse sind selten, aber fliegende Kürbisse, wow. Ja doch, aber hier haben wir Platz. Das Wasser, das können wir noch quasi ein bisschen zumachen. Also Gedanke quasi wäre gewesen, so hier irgendein Haus hin, egal wo. Kann man vielleicht. Vielleicht mittig oder einfach hier irgendwo hin. Also hier eventuell. Kann man das vielleicht verbinden mit einfach so einen unterirdischen Gang reinmachen zum Haus. Wäre nicht der erste. Weil. Na wohl doch hier gerade durch. Na gut, Gang vielleicht nicht, aber hier so durchbuddeln kann man schon. So auf der Höhe da. Und hier so ein Haus hin. Einfach hier so. Dann würde ich sagen, Stelle. Pferdestall doppelt. 1, 2, 3, 4, 5 Koppeln vielleicht. Auf der anderen Seite auch. Schafstall würde ich so bauen, also eine Koppel, zweite, dritte, vierte oder Lagerraum, fünfte Koppel, sechste Koppel, siebte Koppel, achte Koppel, Lagerraum, neunte Koppel, zehnte Koppel, elfte und so weiter. Einfach so eine Art, wie so eine Art U, sage ich jetzt mal. Und oder vielleicht sogar wie er was 5 breit macht, 1, 2, 3, 4, 5, 3 Ställe im Eck Lager und ein Durchgang in der Mitte, was wirklich so reingeht wie hier. Und quasi 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4 oder 7 breit. Mal schauen, wie breit das machen, wie groß, wie viel, also wie viele Einheiten, nicht wie viele Blöcke. Wie groß unsere Einheit ist. Ich würde eine Einheit immer so groß machen, dass 3 oder 4 Schafe Platz haben drin. Vielleicht sogar 4. Halt 2 ist ein bisschen wenig. Na schau es, gell? Und da dahinter vielleicht dann dort in die Richtung da so ein Weizenfeld hin. Schweinestall können wir auch machen. Würde aber ohne Pforten machen, sondern bloß mit so einzelnen Strommatten am Boden vielleicht.
habe sowas ähnliches schon mal gebaut auf einem anderen Spielstand, den ich aber nicht mehr habe, glaube ich. Oder wäre am anderen Rechner drauf vielleicht. Mal schauen. Vielleicht ist das sogar noch da. Ich glaube es nicht mehr. Da müsste ich schauen. Moment, ich muss mal kurz. Wenn ich schlafe, geht der Regen weg. Kann ich nicht, okay. Wir müssen uns bloß überlegen, wie groß dass wir das ganze Zeug machen. Ich würde schon gern groß machen, wirklich groß. Haus muss nicht allzu groß sein, weil das braucht nur einfach nur 2 Zimmer vielleicht. Vielleicht 3 maximal. Aber hier so Haus, vielleicht Pferde, Alpakas, Pferde, Esel, Alpakas. Hier. Vielleicht die Kühe hin. Könnte man mittig schon Weizenfelder machen, wenn man wollen würde. Da vielleicht die Schafe her. Die Schafe auch da daneben hin. Schweinestall, Kuhstall irgendwie so. Hier könnte man einen Teich machen mit den ganzen Fischen. Könnte man hinten abtrennen, wenn wir wollen. Kann man sogar mal so Eisengitter machen im Wasser. Geht ja jetzt. Wäre hier die Location dafür, würde ich sagen. Ja genau, hier regnet es auf jeden Fall und da oben schneit es. Genau. Ich weiß nicht, ob ich es zeitlich noch schaffe, ob der Regen aufhört, aber ich glaube schon. Genau, hier schneit es. Da daneben regnet es. Wirklich genau das kleine Ding erwischt, die kleine... Ja genau. Teilweise regnet es, teilweise schneit es. Genau das Biom erwischt an dem Eck. Hier regnet es. Gleiche Höhe. Gut, dass der Regen nicht laut ist auf jeden Fall. Definitiv. Ah, wir können schlafen. Und ist gleich vorbei. Regen weg. Ah, okay. Regen ist Verschwindibus. Du bist nur gleich Händler wie vorher, oder? Ja. Kann man draufsetzen? Da habe ich Angst da vor dir. Okay, Gras mögen sie quasi nicht.
Na gut. Frage ist jetzt, gehen wir nochmal los und suchen wir nochmal Kupfer? Eventuell? Oh, der schaut einmal gut aus. Ich hole mal kurz Eisen. Golem. Hi. Komm jetzt zu mir. Golem repariert. Haben wir noch einen Golem hier? Jetzt mal kurz ganz kurz schauen. Minecraft, Villager Jobs. Curing some villagers, witches, wandering old villager. Beds, okay. Ah, da. Professions. Blast Furnace ist ein Armorer. A Butcher ist ein Smoker, das war ja ein Metzger. Cartography Table. Cartography Table ist ein Cartographer, okay. Cleric ist ein Brewing Stand. Farmer Fisherman ist ein Barrel, genau. Fletcher ist ein Fletching Table mit Ding. Leatherworker ist ein Cauldron, okay. Librarian ist ein Lectern. Stonecutter gibt's auch. Shepherd, es gibt einen Schafhirten mit Loom, okay. Toolsmith, Smithing Table und Weaponsmith, Grindstone. Also die zwei haben wir. Wir haben Smithing Table, Grindstone. Loom müsste irgendwo rumstehen. Barrel auf jeden Fall, Kompost auf jeden Fall. Brewing Stand müsste auch da sein. Okay. Frage, was seid ihr? Waffenschmied und du bist auch Waffenschmied. Und irgendwo hat doch einer vorher ein Team gehabt, dann die werden ja so nervig werden, die Dinger teilweise, die Villager. Hier, der da. Experte, genau. Ha, was nehme ich denn von dir? Der Tausch und Dia gegen Effizienz 1. Da haben wir vorher schon mal Tausch gehabt, da glaube ich. Machen wir halt so ein. Achso, brauchst du eins? Was wirst du jetzt? Das ist Dia ein Meister. Also Meister ist das höchste. Schärfe 2, okay. Also Meister ist das höchste anscheinend. War kein Levelbalken mehr da. Okay, gut, Meister. Haben wir Meister jeder bei uns im Dorf. Haben sie jetzt eigentlich vermehrt? Die Fischer Strings, 20 Strings heißt für.
ne. Okay, ist Kürbis. Beetroot. Geht das hier nicht ab? Ja, geht. Alter, war das viel. Ich mach die ganze Zeit M. Ich bin jetzt aktuell gerade ein bisschen am rumeideln, weil ich nicht genau weiß, was wir jetzt machen sollen. Sollen wir nochmal losziehen wegen dem Kupferzeug? Oder... Also Nether macht aktuell keinen Sinn. Ach, da ist noch einer. Da war gerade Golem. Okay, einmal. Haben wir 2 Golem aktuell tatsächlich wieder. Schon mal gut zum Wissen. Moment, wo geht's Dorf weiter? Es geht da hinten weiter. Haben wir die Huhnspawn-Eier. Die legen wir mal rein. Frage ist wirklich jetzt nur... So geht's eigentlich. Weg zur Taverne. So gerne Trampelpfad, wenn es ein bisschen besoffen rumrennen die Leute. Du kommst weg. Seit wann geht das mit? Das ist neu. Man konnte vorher keine Erde glätten, wenn kein Gras drauf war. Ging definitiv nicht. 100%ig. Ja, okay. Kann man das schöner machen, dann irgendwann einmal. Aber erst zumindest mal da. Trampelpfad zur Taverne. Findet man sie ja leichter. Machen da noch Treppen hin. Aber ja, gut, nice. Können wir hier auch rein. Wir pennen mal da unten. Warum auch nicht? Schon die Betten hier haben.
Hm. Taverne, gut, nice, passt. So, ganz Waldbreckel, das passt auch. Und hängt am Dorf mit dran. Lampen können wir später noch hinmachen. Das können wir jetzt eigentlich tatsächlich kleiner machen. Machen wir da ein bisschen weiter. Schließen wir die Taverne an. Das glaube ich ist ganz gut. Der fliegende Kürbis passt mir irgendwie gar nicht. Hi. Wir brauchen Drehpin. Schwarzeichen Drehpin. Und zwar 2, 3 oder 4. Machen wir mal eine als Platzhalterin. Du kommst dahin, du kommst dahin. Und Tropenholz dann die da. Und die da. Eins, zwei, drei, vier, vier hoch. Soll einigermaßen angebunden sein, das Zeug. Hier ist der Trampelpfad. Sollen zwar nicht, aber so rennen sie immer rum. Weil es einfach kürzer ist. Passt. Okay, aber die kriegen wir so. Moment. Dich brauchen wir. Ja, nicht tatsächlich können wir es gleich so machen. War es eigentlich nicht gedacht, so, aber. Was da noch hin? Ja, irgendwie so. Hier buddelt man auch rein, würde ich sagen, oder? Buddelt man hier rein? Ich denke schon. Hier auch. Es sind noch 2. Hier gehen wir auch mit 2 runter. Nein, mit dir nicht. Mit 1, 2. Und hier brauchen wir, hier machen wir 4. Passt, perfekt. Schlief ist gut, dann machen wir hier eine Laterne hin. 1, 2,
3, 4, 5. Zack. 1, 2, 3, 4 passt. Und hier machen wir eine hin. 2, 3, 3, 4, 5. Zack. Und ja. Einmal Axt. Bam. Und na gut, warum nicht? Hängt der doppelte, egal. Dann machen wir da eine hin. Vier und 5. Zack. Die brauchen wir nicht mehr aktuell. Machen wir die Spitzhacke, die Axt, die Schaufel. Den Kompass können wir aktuell wegtun. Dann ich würde eine hinsetzen. Es muss ja kein komplett ausgeleuchteter Weg nicht sein, aber immerhin, was hier lang geht. Ich weiß, was los ist, da hinten geht es weiter. Die sind auch noch quasi die Laternen, genau. Dann haben wir hier haben wir da noch eine. Dann reicht's. Genau, hier ist eine, das passt. Hier ist eine. Können wir die sogar noch... Okay, mehr Zaun haben wir nicht. Das passt. Ist okay. Taverne ist mit ausgeleuchtet. Taverne ist da. Ich habe hier... Moment, ich habe hier... Ernsthaft? Ich habe ernsthaft... Okay. Ernsthaft Treppen vergessen gehabt. Okay. Ja. Gut, die gehen rein. Beleuchtung ist hier überall. Hotel ist auch mit angebunden soweit. Hat aber keine Laternen gekriegt, glaube ich, oder? Ja gut, es ist ja eigentlich quasi da. Also hat es auch gleich Licht und alles, also es müsste passen. Wir haben eine Laterne hingekriegt bei uns. Aber ich habe bloß ein anderes Holz. Okay, passt, kein Problem. Du kommst da rein. Und du kommst da rein. Passt, genau, okay. Dann machen wir uns noch eine Schaufel. Zack.
2 Dingen. Ist schon Nacht? Noch kurz. Ist wieder hell, oder? Nee. Nee, ist Nacht. Dann pennen wir mal kurz. Also ich schaue mal kurz auf die Karte vom Server, wo wir schon überall waren. Vielleicht können wir es ein bisschen ausschließen, dass wir die Map Overview. Ich poste euch mal. Hier kann man sich die Karte anschauen. Ein bisschen anzoomen, aber das haben wir quasi aktuell schon erforscht soweit. Also wir waren doch schon relativ viel unterwegs tatsächlich. Ich denke mal, im unteren Eck, also unten mittig, sage ich jetzt mal, sieht man den Turm und den ganzen, ja, unser Dorf quasi. Und in Richtung Dorf. Ja gut, aber da waren wir halt unterwegs. Die Map ist nicht ganz aktuell immer. Frage ist, sind wir vom Dorf weggerannt? Doch, müsste schon passen. Hm. Das ist ein Minenschacht, da sind ziemlich alles nicht. Gehen wir mal auf minus 282, 64. Na, minus 282, Moment mal. Minus 256, 165. Oder minus 250, minus 260 plus 160. Minus 260 plus 160. Minus 260 plus 160. So in die Richtung. Minus 260 plus 160. Da müssten es aber noch nicht geladene Chunks sein, denke ich mal. Also da irgendwas drei drunter buddeln. Könnte man eine Chance auf Kupfer haben. Die Richtung da? Tatsächlich. Minus 260 plus 160 müsste es gewesen sein.
Na genau da. Okay, da waren wir jetzt glaube ich tatsächlich wirklich noch nicht. Minus 260 plus 160. Okay, sind wir ein bisschen zu weit schon. Stimmt das da? Doch, ist richtig. War es wirklich in die Richtung? Ein paar Blöcke rennen jetzt einfach mal. Und da müssen wir auf dem Bereich stehen. Normalerweise, wir sind jetzt eh schon zu weit nach vorne, also müsste auf jeden Fall passen. Wo definitiv eigentlich dann noch nichts, wo wir noch nicht waren. Also in der 1.17 noch nicht waren. Zum Beispiel hier. Das ist doch gut. Müsst abpassen. 36 und 89. Ja, noch ein bisschen zu weit. Ein bisschen zu nah dran. Wäre zwar eine schöne Höhle, glaube ich. Ein bisschen müssen wir noch. Und wenn das Zeug so ähnlich häufig ist wie Eisen, ich muss ehrlich sagen, ich habe das jetzt blind geglaubt. Ich habe keinen Schimmer, wie Kupfer ausschaut. Das könnte Kupfer sein. Das könnte Kupfer sein. Ich habe was anderes gesehen, was war das? Es gibt Felsranken und so Zeug, okay. Okay. Also gibt es Kupfer, also gibt es auch hier Amethyst. Definitiv. Jetzt aber wir bleiben gleich mal da. Schon der erste Freund von uns. Im Wasser macht eigentlich keinen Block-Damage. Nur uns tut er weh.
Jetzt habe ich aktuell gerade Dia-Schau, wenn ich da hinschaue. Ja, jetzt geht's. Du hast hier kurzzeitig mal 20 FPS gehabt. Wieso? Das ist eine OBS-Sache auf jeden Fall. Ja, aber nichts Neues. Dass es gerne mal spinnt. Ich buddel mich jetzt hier ein bisschen rein. Bei Höhe sind wir 31. Hier ist noch mehr Kupfer. Okay, also Kupfer gibt es wirklich. Kupfer kommt öfter vor. Das Eisen nehmen wir mit. Ich buddel das einfach mal ein bisschen in die Richtung, wie gesagt, immer noch. Und vielleicht haben wir Glück. Ich komme mal mit. Sonst irgendwas Neues gemacht? Kupfererz ist neu, ja genau, Kupferblock. Was mache ich mit Amethyst? Verwendung. Dekoration. Na egal. Ich habe gesagt, um 8 schalten wir um. Das machen wir jetzt auch. Na, was hat der? Ich kann nicht hochkommen mehr. Jetzt. Kompass. Okay, ich wollte eigentlich bloß weg haben. Wir haben 50 Kupfer. Alles klar. Okay. Also Kupfer ist wirklich ruckzuck da. Hier haben wir Eier. Das passt auch. Die können wir auch gut brauchen. Aber hier waren wir. Na, hier in der Nähe waren wir immer die Lilax. Ja, ich glaube, das war sogar da im Eck.
Einmal mehr. Wie er sagt, ja. Also schauen wir, was wir für Rezepte haben. Aber Bienenwachs ist auch interessant. Das wusste ich ja nicht, dass man da Kerzen draus machen kann. Ich muss später mal schauen, aber die Kerzen, ob die irgendwie brennen. Das kann ich gleich schauen. Minecraft-Kerze. Warum auch nicht? Dann wisst ihr es ja auch. Ist eine Lichtquelle, ja, tatsächlich. Können wir ein Feuerzeug anzünden und durch Wasser vom Spieler gelöscht werden. Man kann eine Kerze einfach Kuchen drauf tun, okay. Licht wie eine Meeresgurke machen die. Also nicht allzu hell, aber es ist eine Lichtquelle, eine nette. Und ein neuer Deko-Block. Also neu. Wahrscheinlich den gibt es seit dem Bienen-Update, also wahrscheinlich seit 1.15 oder sowas. Oh mein Gott. Weil ich die Bienen tatsächlich nicht gespielt habe, muss ich ehrlich sagen. Die Bienen habe ich komplett übersprungen. Hätte ich gewusst, dass es Kerzen gibt? Hätte ich es vielleicht nicht gemacht. Also, dass ich es nicht übersprungen hätte. Wir müssen langsam das Dorf wieder sehen. Hinter dem nächsten Hügel normalerweise. Jetzt müsste sich langsam zeigen dahinter. Da ist auch noch eins, ja hi! Da drüben auch! Aber wir sind gespawnt vor euch, weißt? Sau seltene Viecher, das Skelettpferde. Bei uns sind einfach mal 4. 2 haben wir schon. Da fahren sie mal. Ich war doch ein bisschen weiter, wie ich gedacht habe. Gut, schauen, was wir aus Kupfer noch machen können. Einfach nur Kupferblock, glaube ich nicht. Da müssen wir uns eins brennen zum Nachschauen. Hallo, liebes Dorf. Hi. Dere. Der Brennapfelminus. Tu mal weg. Das. Ich brenne mal die Hälfte. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass das im Ofen geht, aber hätte auch Sinn gemacht. Was sonst? Was sonst? E und Moment, F. Ja, die haben wir hier. Andesit ist hier. Und Diorit ist hier. Restliche Kupfer packen wir mal da rein. Als Rohmaterial einfach. Haben wir die Rohdinger. Passt schon. Okay, und jetzt, was kriege ich? Jetzt angrabbeln. Kupferblock, okay.
Rohkupferblock. Okay. Kupferblock. Okay. Blitzableiter? Ich habe keine Ahnung, wie der funktioniert, aber ich stelle die mal dahin. Vielleicht glaubt aber ein Gewitter der Blödsinn. Wird wohl so sein, denke ich mal. Pferde, ne? Schade, Kupferrüstung kann man keine machen. Okay, der Kupferschwert. Kupferwerkzeug? Nee. Okay, anscheinend nicht. Hm. Okay, wir haben Kupfer. Wir haben Kupfer. Dann schlafen wir noch kurz. Und ich würde sagen, das wird schon mal. Dann machen wir eine Runde Stammen das. Beziehungsweise, ja doch, ich denke schon. Ach Gott. Aua, ich bin gleich wieder da. Ich schalte kurz um. Bis gleich.
My name is Alicia Wallace. And I will find out what happened to my daughter. Spiel. Okay, Spiel hupft gerade rum. Ach man, Spiel, ernsthaft. Was war's denn jetzt? Jetzt sind wir da. Sehen wir das? My name is Alicia. Ich lass mal laufen. Alicia Wallace. For the last 9 years of my life, I've been locked up for something that shouldn't have happened. 9 years of waking nightmares, drug cocktails, and steadily diminishing sanity in that damned mental ward have reduced my reality to that of a hellish fever dream. I fight to hold on to what little fragments of my past life I still have inside my head. Those crucial bits that haven't been eroded by experimental sedatives designed to cure me. I remember I used to be a medic, that I used to heal people. Okay. Yet I couldn't heal the most important person in my world. My daughter. Tochterfieber Was anscheinend irgendwie afflicted krank. with a disease incurable by any doctor. Whose fate Muss kurz umschalten, hilft nix. Sorry. Ich weiß, was ich nicht brauchen kann. Okay, hat sich erholt. Passt. Alles klar. Wir pressen eine Key. Load Game. Ich weiß, soll ich mit Controller spielen oder spielen wir mit dem... Okay, so ist das. Menü ist hier. Laufen durch auf Shift, okay. Schauen wir mal, ob wir noch irgendwas reißen. Wir mussten in einen neuen Bereich rein, gell? Haben wir das letzte Mal schon reingeschaut gehabt. Draußen müsste es sauber sein, soweit. Ziehen uns mal um. Die Uhr stimmt wieder, genau. Survivor Outfit. Genau. Warum auch nicht?
laut ist alles, gell? So müsste es besser passen. Ich glaube, oder? Ja. Bisschen leiser. So ist besser, glaube ich. Gut, die sind Viecher ohne Ende. Ich komme mit der Kontrolle doch nicht besser Ziel mit dem Ding da, oder? Aber Schrotflinten-Muni. The fountain looks ancient, but like the rest of this place. The water looks stagnant. Okay. Bisschen vorab ausfordern hier. Das Spiel ist so dunkel, oder was ist denn los? Das ist heller, denn so seht ihr ja gar nichts. Ich glaube sogar das Licht sogar an, ne. Komm mal her, genau. Noch einmal. Passt. Und bam. Der Hund ist schon vorbeirennen. Jo, haben wir geschafft. Wir holen die Schrodi definitiv, ja. Warum auch nicht, wenn es geht, oder? Aber ich glaube, wir müssen die Schrodi hernehmen. Hilft uns recht viel. Okay. Schrodis. Was haben wir hier? Door locked. The strange shape on the door. Okay. Ich weiß nicht, ob wir es schon gehabt haben. Keine Ahnung. Kurz hochschauen. Was ist hier? Türgriff. Ja, mit. Was haben wir hier unten noch? Zombie, glaube ich, oder?
Okay, Papier kriegen wir hier. Ich lasse mal das Ding da. Das Papier mit. Den Griff ist mir aktuell nicht für was wir brauchen können. Ich glaube, ich schiebe mal kurz um. Moment mal. Genau. So habt ihr die Waffen auf der anderen Seite. Dann seht ihr wenigstens, was ich habe, was ich ausgerüstet habe und wie viel Energie wir noch haben. Habe ich das letzte Mal nicht gehabt, das war ein bisschen dumm. Okay, Hundi ist weg. Zombies lassen wir mal. Die Munition brauchen wir für die Hundis. Wir gehen jetzt einmal kurz. Ich glaube, wir haben es glaube ich reingeschmissen. Wir haben schon Schrotmunition gefunden, dachte ich mir. Die holen wir uns kurz. Müsste im Portal in der Kiste sein normalerweise. Denke ich mir. Ich denke schon. Ja. Ah, stimmt, damit das Papier lassen wir da. Wir haben das. Wir brauchen das Öl und wir brauchen das Feuerzeug. Jetzt wo ich es wieder sehe. Wir müssen so einen komischen Rankenzeug müssen wir wegbrennen. Kurz nachladen. Bauschuss haben wir noch, das ist ganz gut. Also für die Hundis reicht es auf jeden Fall. Die Hundis ist das Schlimmste. Weil die komischen Frösche, die so gleich kommen, die Grabbelviecher sind auch gar nicht so. Gar nicht so ohne. Okay, das Hundi. Kurz ein bisschen weggehen. Okay, ist erledigt. Gerade schon die erste Seite. Kurz nachladen. Oh Gott. Scheiß Mistgötter. Das Licht da an der Ausge, verstehe ich nicht. Seht ihr nix. Du bleibst liegen. Okay, ist erledigt. Und du auch noch. Gut, drin müssen wir eigentlich in Ruhe haben.
Wow, das ist laut. Hier ist zu. Hier haben wir Munition, sehr nice. Magazin geht aktuell nicht. Was hier genau, hier können wir anzünden. Dry, okay. Use. Use. Okay, sie hat alles weggeschmissen, aus Feuerzeug. Passt, war wieder voll. Da mal kurz bei dir. Den haben wir noch Journal. Plattenspieler. Also ich glaube, da drüben liegt eine Platte. So haben wir beim letzten Mal geschaut, dachte ich mir. Genau, hier liegt die Platte. Okay, hier können wir nicht durch noch. Jetzt war sie nämlich vorbei. Wenn wir das Zeug nicht dabei hatten, wir da. Aber jetzt kommen wir durch. Ich lege mal die Schallplatte hin. Das Medkit auch. In dem Bereich kommen wir immer wieder hin, das weiß ich sicher. Ja, da hinten bin ich mir nicht so ganz sicher. Moment mal kurz. Uno Momento. So, sorry, wieder da. Kratzer ist Gott sei Dank gar nicht nervig von dem Plattenspieler. Und die Sonne nehme ich nämlich auf jeden Fall mit. Very fresh, okay. Ah, hier. Okay, ich weiß, wo wir sind. Das ist ein Schrotflintentime. Na, jetzt spawnt dieser scheiß Viech. Ich kann nicht weg, oh Gott. Ist gleich tot. Ist er tot? Ist er tot? Ist er tot? Oi, da war das knapp.
Boah, das ist knapp. What? Klar, jetzt sind wir da in dem Bereich. What? It's just like in the nightmares. Und jetzt kriegen wir die komischen Seelenpunkte, glaube ich, What is tatsächlich. this place? Das dürfte die Hölle sein. Uns geht's nicht gut. Na, Spiritual Essence SE. So hieß es. Oh, uns geht's gar nicht gut. Uns geht's überhaupt nicht gut. Wir haben aktuell nichts zum Auffüllen, glaube ich. Wir brauchen eine Flasche. Oder irgendein Gefäß dafür. Die Dinger machen wir, glaube ich, gar nicht weg. Das ist, glaube ich, das Beste. Die Frage ist, ob wir überhaupt wegrennen können. Da hinten sind schon wieder welche da. Licht ist schon wieder ausgegangen. Okay, hier ist eine Flasche. Hinten kriegen wir eine Essenz. Können wir zur Heilung her snacken vielleicht. Wir können uns nur holen, was am Boden rumliegt. Was in unserer Box drin ist, können wir uns nicht holen. Ja, das ist schlecht. Ah ja. Aber hilft nix. Hilft dir nix da. Wir humpeln mal zum Brunnen. Okay, haben wir aufgefüllt, passt. Muss ich die ausrüsten? Nein, muss ich nicht. Warte mal. Wo gehen wir rein? Das rote können wir aktuell nicht rein. Da müssen wir erst usen, glaube ich, oder? Können wir nicht? Doch, geht. Kommen wir automatisch durch.
hoffe, sie lassen uns einigermaßen in Ruhe. Ein Treffen ist ein Futsch. Ich denke, ich komme nicht durch. Ist ein Futsch. Verdammter Mist. Wir sind tot. Das wollte ich nicht. Scheiße. Profession Medic. Okay, ist jetzt gerade zum ersten Mal, das ist das erste Mal quasi bei Silent Hill, oder der Kopf einmal ganz leicht dreht. Irgendwo Item war. Klar, noch Ding, noch Geschwindigkeit ist klar. Combining Items. Healthy Caution Infected gibt's auch, okay. Das brauchen wir jetzt dann in dem Bereich. Okay, dann halt nochmal. Hilft nix. Ein neuer Versuch. Jetzt holen wir unser Zeug aber gleich, das ist da oben ist auch ein Portal. Legen wir rein, wir nehmen das Feuerzeug mit und wir nehmen, wir nehmen das Burning Oil mit. Lassen wir die Munition da. Eigentlich ungern. Müssen wir glaube ich später holen, hilft nichts. Ja. Okay. Survivor.
glaube, ich muss es dann... Rechner kurz neu starten. Irgendwas ruckelt gerade bei mir ein bisschen. Ich merke es in OBS gerade ein bisschen. Irgendwas passt gar nicht. Gut, doch, die Schrode können wir mitnehmen. Beziehungsweise wollen wir... Müssen wir uns da durchfighten, aber lass mal die Zombies stehen. Zombies können uns ziemlich wurscht sein aktuell tatsächlich. Deine Hunde sollen uns nicht erwischen. Und hat er auch nicht. Nochmal die Schrodi. Die Hunde ist weg. Hehe. Das sind 2, 3. Wir haben aktuell keine Munition zum Mitnehmen, aber ist kein Problem. Müssen wir nur den Hund erwischen. Und hier nehmen wir mal kurz ein Messer ab. Nehmen wir die Munition. Schauen wir nach. Müssen wir wieder da liegen. Nehmen wir Messer wieder mit. Hier unten ist einfach mal noch ein Köter. Ein liebevoller Hundi, Entschuldigung. Ich hasse die Viecher, ne. Hey, du Mistviech, du Kreisligst. Halt still, endlich. Gott. Schlimm mit dem Viech. Ich liebe Hunde ohne Ende, aber die Zombie-Viecher sind zum Kotzen. Okay, kurz rollen lassen. Mitnehmen, nachladen. Mitnehmen und verpissen. Fang ab. Mein Gott, wie ich nicht erwischt. Ernsthaft, du. Ach Gott, war das beschissen dämlich schlecht. War das schlecht, oh mein Gott. Jetzt 4-mal daneben geschossen mit der Schrodi. Ah, das tut weh. Ich würde fast gerne neu laden, muss ich natürlich sagen. Das tut schon richtig weh. Einmal anzünden die Bus. Pistolenmunition kriegen wir drin auch noch.
Schallplatte legen wir rein. Das jetzt nehmen wir mit. Irgendwo muss doch noch Schrotflintenmunition liegen. Da, genau, perfekt. Okay, wir können da durch und können uns das Zeug da unten holen. Medkit zum Beispiel. Die Munition, denke ich mal. Ja, hier müsste irgendwo ein Medkit liegen, normalerweise, denke ich mal, oder? Täusche mich? Hier, genau, perfekt. Ja. Den und holen uns die Schrotflintenmunition noch. Das was einmal durch die Zombies durch, aber es sind keine Hunde mehr da. Und hier brauchen wir einen Schlüssel, dann war es da durch. Ja. Dürfte eigentlich kein Hund mehr sein. Ich hoffe, es ruckelt nicht recht. Kurz die. Nehmen wir das Medkit mit, ist die Frage. Aber dass ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, da. Wir können mal das mitnehmen, wir können die mitnehmen. Wir können uns mal kurz heilen. Ich nehme mal die Heilung mit. Und die verballern ist nicht ganz so schlimm. Daram, daram, dam, dam. Hey. Tschüss. Mal tschüss. Euch machen wir alle weg, nach und nach. Aber eben nach und nach. Probieren kannst du es, ja. Wir speichern nicht, das war jetzt, eigentlich ist es nicht wert, aber das Speichern hat so gut war ich aktuell gerade nicht. Aber wirklich die Schrotflintenmunition verballert haben wir nichts. Gut, hier raus und gleich wieder rein. Ui, da hat mich doch erwischt.
Überlegt sich gerade, was er gemacht hat. Ach, doch, einfach. Jedes Mal. Also jetzt muss er Switch bringen. Er muss es mit reinziehen. Aber wir haben die gleiche Energie wie vorhin. Also wahrscheinlich... Ja, gescriptet ist es nicht. Der hat das nicht erwischen müssen, definitiv. Wir haben zumindest Heilung dabei. What? What? It's just like in the nightmares. What is this place? Geht jetzt schon deutlich besser. Nehmen wir mit. Ich wollte gerade sagen, Videosequenz haben wir gerade vorhin schon gesehen. Ich sehe gerade da unten durch die Arme und Füße hat da was durch. Das waren ja Menschen. Hat sie das... War das letztes Mal schon so? Ich weiß gar nicht mehr. Oder haben sich die also die Figuren geändert? Ich würde jetzt sagen. Letztes Mal, glaube ich, haben wir es im Januar glaube ich, gespielt gehabt. Da war es die 08er Version noch, aber es war Anfang Januar tatsächlich. Einmal. Auch noch mit. Holen wir uns das Wasser noch. Param, param, pam, param, param, pam, param. Möchte ich, dankeschön. Jo, oder? Ja, ist voll. So, jetzt zeig mal her, was du kannst. Hier kommt man glaube ich noch nicht durch, machen wir erst da durch. Beziehungsweise... Ja, schauen wir mal. Das blaues Wasser zum Auffüllen. Das ist schnell genug, dass wir die Dinger abhauen können. Das ist aber nur ein Portal, okay. Jetzt kommen wir zu dem grünen Zeug hin. Hier kriegen wir Seelenenergie, die nehmen wir auch gerne, die Essenz. Du bist eine grüne Flasche, oder? Denke ich mal. Was bist du? Wieder Feuerzeug, ernsthaft? Okay, das ist not working. Ah, jetzt haben wir das, okay. Moment, ich muss mal kurz das Pfeil anschauen. Das da. 5 und 6, die Sprenkler oben, die Striche rechts.
Oh, hat's mich jetzt gerissen. Hat's mich jetzt gerissen mit der scheiß Hand. Oh mein Gott. Ah, es wird einen Stich geben. Ach, die Dreckshand, der einfach rausgefallen ist. Das war nur Zufall auch. So irgendwie? Moment. Ja, da glaube ich stimmt was nicht. Glaub. Aha, nicht alles zurücksetzen. Mein Gott. Wo ist denn der Kreis? Da ist der Kreis. Du? Was warst du? Du warst da, glaube ich. Du müsstest da hin können. Du dann eigentlich da. Ja. Perfekt. Ja, einmal 11. Ja, grünes Wasser. Jetzt Moment, ich muss mal kurz die Munition da lassen, das hilft nichts. Nehmen wir das Feuerzeug mit. Die Info. Die grüne Flasche. Nehmen wir auch auf. So können wir uns jederzeit holen, denke ich mal. Ich mag viel zu wenig Platz. Ich weiß gar nicht, was besser. Kann ich da was reinlegen? Ne, aber ich kann es mir holen. Ja, jederzeit. Wir brauchen schon viel Energie dazu.
Aber... Ich lege jetzt mal Messer und Feuerzeug hier ab. Und hol die zwei Dinger noch. Ich glaube, in die Richtung müssen wir so schnell nicht mehr, glaube ich. So, dann wieder Yoshi. Ja. Okay. Bam. Also Frucht frisst so. Bam. Bam. Yoshi. Bam. Okay, ja, ist eigentlich wurscht, so weit, oder? Ich lass mal da das Zeug. Bam. Bam. Okay, hat uns nichts getan, Gott sei Dank. Okay, sind wir hier. Was gibt's hier? Hebel gibt's hier. Ah ja. Das weiß ich noch. Das komische Astralviech da oben. Lief, ja. Lief, ja. Okay. Brauchen das Feuerzeug für das Ding da. Bam. Hier wäre der Stein auch gewesen. Also kommen in den Bereich noch öfter her. Aber einfach was wir mitnehmen können, nehmen wir gleich mit. Bei dem Mittelkreis kommen wir dann immer wieder hin, definitiv. Ich glaube, das Feuerzeug verbraucht sich tatsächlich jetzt auch gleich wieder. Oder wir haben es dann wieder, ich habe keine Ahnung. Werden wir gleich sehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, wie das gegangen ist. Ich weiß, man muss irgendwie... Wir haben eine Notiz gekriegt, glaube ich. Genau, normales Dreieck ist Feuer. Ganz normale Dreieck ist Feuer. Pyramid. Das ist Feuer. Das ist Feuer. Genau, die zwei Sonnen, so konnte ich's. Das müssen wir noch anzünden, glaube ich, oder? Genau, jetzt reagiert's und das Portal geht auf. Bam!
Daran kommen wir noch nicht ran. Okay. Feuerzeug habe ich noch. Munition liegt hier ganz gut. Frage ist es wirklich nur, wo... Hier ist nichts aufgegangen, ne? Also kommen wir nachher noch rein durch die ganzen Portale. Machen wir da quasi, wenn wir das Portal durchkommen, hier wieder die nächste Aufgabe quasi. Müsste Wind, Feuer, Erde, Wasser sein. Ich glaube Wind, Feuer, Erde, Wasser. Unlock the 5 gates and you shall have access to the writings of the Nameless One. There's something else written here. Wind blows, fire burns, rain falls. Genau. Wir haben es angekrabbelt, das Buch. Bam. Jetzt lesen wir irgendwie das Symbol. Ich habe es angeschaut. Ist das Hauptportal wieder offen? Könnte sein, ne? Eventuell. Der Geil war vorher nicht da. Also da vorne wieder offen ist. Ja, ist wieder offen. Ist es nur blöd, dass man die... Da kommt es ganz gut nach. Aber erwischt uns nicht. Und tschüss. Jo, wir entern das Portal. Das heißt ewig viel Munition zurücklassen, aber... Da kann man nicht mehr lang. Wir kommen jederzeit wieder rein. Einmal Leiter hoch. Und jetzt müssen wir es dann wiederholen. Das war einiges an Schuss. Aua. So, wieder hier, oder? Bandage. Können wir eigentlich tatsächlich brauchen. Geh mal kurz da rein. Wir können uns jetzt hier natürlich erholen mit der Energie. 3 Shotgun und 30 Handgun. Oh no, auf keinen Fall. Was? You can't store this item. Okay, können wir nicht. Kann ich sie irgendwo liefen? Kann ich auch nicht. Wo das wichtiges Item erkannt. Geht quasi nicht. Liegt hier noch irgendwas rum, was wir verstauen können? Hier können wir noch... Ich glaube, mache ich mein Messer weg. Ernsthaft. Hier können wir gleich drüber krabbeln. Kleiner Moment. Ah.
wir es so. Machen wir die Feststraßen weg und dann gehen wir zurück und holen uns die Munition noch unbedingt. Die brauchen wir nämlich wieder. Munition. Okay, Munition. Hier können wir auch runter. Nein, hier können wir noch nicht runter. Hier können wir hoch irgendwann. Lever is missing, okay. Hier gibt's nichts, doch hier gibt's was. Schrotflintenmuni. Hier gibt's nichts. Hier gibt's was. Okay, und hier? Ja noch. Aber hier ist leer. Schade. Okay, kurz rein. Munition abladen und andere Munition holen. So, 1 und 2. Ich lasse mal das Messer auch da. Müssen wir durchrennen eigentlich. Also normal erwischen uns die Viecher nicht. Ich hoffe es zumindest. Wieso habe ich gerade gesagt, da kann man nicht mehr runter? Okay. Schaußen. Ich jogge hier nur kurz vorbei. Ihr werdet mich gar nicht bemerken. Fällt gerade was auf, glaube ich. Ich habe die Stream einfach nicht umgestellt. Ah, okay, alles klar. Der ist es überhaupt nicht mehr out. Mann, ich hab's vergessen. Jetzt habe ich es umgestellt. Ja, 30 Handgun Ammo und 3 Schrotflintenschuss. Das ist schon enorm was. Und weg.
Hat er es nicht erwischt? Grün ist ein bisschen schneller. Gehen wir uns gut im Arsch. Was wir brauchen, zu kurz bis sie zuhauen. Okay, und ciao. Dann müssen wir raus. Und schwupp. Dann ins Portal. Und die Dinger austauschen, die Munition. Ich nehme jetzt die... Shotgun Ammo nehme ich mit. Die Shotgun auch. Ich bin mal so blöd und lass drin. Wir haben die Shotgun dabei mit 5 Schuss, wir haben die Handgun Ammo dabei mit 15 Schuss. Ich denke, es sollte passen. Hier kommen wir nicht raus. Gott, ist hier finster. Was eigentlich heller machen für euch? Gamma. Glaubst du, das ist besser? Aber jetzt hat er nicht. Doch hat er gefressen. Ja, ist besser. Jetzt seht ihr mehr. Deutlich besser. Ah, besser. Besser. Hallo. Na doch, fast schon. Ich habe geschaut, ob das Lippensynchron ist einigermaßen. Aber ich glaube schon. Ja, doch, passt schon. Entschuldigung. So, was bist du? Etwas um durch können. Ah, das war der Bereich, okay. Wir speichern mal. Forgotten Tower. Geht. Ah. Lauter. Hey, you! Ich weiß nicht. Catch! Use it on them and then shoot them! It's the only way! Stay the fuck away!
Okay, wir mussten einen machen. Thanks. Das war neu. But who the hell are you? Everyone I've encountered so far in this godforsaken place has tried to kill me. I'm Alicia. I don't even know where to begin. I don't know how I got here. Someone brought me to this place while I was unconscious. I've been trying to fight my way out. I think these people, they have my daughter. It's like a cult, I think. They're all crazy. Yeah, didn't take me long to figure that out. Well, my name is Paul. Paul. I guess I ended up here because I'm looking for someone too. My partner was kidnapped. Circumstances suspicious. Seems like he was connected to some weird religious group. I kept following all the leads I could. Became obsessed, I guess. Paper trails and a slew of missing persons reports brought me here. Had to hijack a police helicopter from my department just to get out of here. Wow, you flew here? So, you have a way to get out of here. Sure do. I suppose I can take you with me if you want. But I'm not leaving here until I find out what happened to my partner. Okay. Thank you so much. You know, I'm starting to think if we work together, we might have a chance to stop all this madness. And maybe you can help me find my daughter in the process. Sure thing. How old is your daughter? Tell me what she looks like? I don't know anymore, honestly. So much has happened. Yeah, that's alright. We'll find her. I promise you. Here, take it. You saved my ass back there, and you look like you could use some firepower. Thanks. I wish I would have run into you earlier. You're a good shot. Well, I'm a good shot if I'm not placed up against those things. Glad I spent all that time on the department range. It comes in handy. Was haben wir jetzt You to gekriegt? be a quick learner yourself. Especially if you've stayed alive by yourself this whole time. That is impressive. Try and stay alive for me, would you, Alicia? I'll be seeing you. Beim letzten Run waren nur 80%, wie gesagt, weil es die 08er Version war. Haben wir den nie wieder gesehen. Fünf Monate vorher. Das ist auch neu, glaube ich. Ach nein, ist nicht neu. Jesus. My head. Ah ja, das war der Bereich. Dog can't fix. Now where did I put that damn whiskey? Den Bereich hätten sie sich wirklich sparen können. Schaut aber besser aus wie beim letzten Mal tatsächlich. Irgendein Whisky. I need to make sure I got my facts straight. Better examine all the evidence. 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 And now, tonight's presentation of radio. Schlüssel. Das wusste ich noch. Ich habe das Mal ewig gesucht, bis ich die Flasche gefunden habe, und das war einfach nur eine Schublade drunter, die wir nicht aufmachen haben können, weil die andere offen war. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum die das so machen. Murders 69 bis 95, 75, 75 bis 8, also Rape Dogs, Siren, Police Department.
Mit 60 bis 80 Mörders da. Einen komischen Schatten. Might as well get these files out and take a look. Okay, Files. Jetzt will er Files. Sind das Files? Nee. Das kann man nicht nehmen. Wo sind die Files? Da sind Files. Okay, wir haben Files. Wir tackern Files da dran. Okay, andere Seite. Ich meine, das ist ein bisschen was... Ja. Ist nett. Hätte nicht sein müssen. The shelter was inviting. But wait, Das ist das noch nicht. Ah, da drüben, okay. Aber jetzt ist markiert. Damals war gar nichts markiert. Überhaupt nichts. Genau. Oh, das ist der Schlüssel. Will er noch nicht? Okay. Dann hier hin. Okay, Schlüssel nicht. Sehr abgeliebter Teppich. Okay, und nochmal hin. Sagst du noch was? Nö. Look at that. Alicia Wallace murders her own kid and husband. This world is full of crazies. Ich kenne das. Ah, wir haben ein Spiegelbild. Okay. All the evidence. Ja gut, aber alle Fakten, wir haben doch alles examiniert. Noch was? Fehlt da noch was? Anscheinend. Ah. Jetzt. Looks like all the signs are pointing to Fog Island. Guess I better go and check it out. Wie auch immer. Wir liefen. Und da sind wir wieder. Never Peace, nehmen wir mit. Gehen wir auf. Was haben wir jetzt eigentlich gekriegt vor ihm? Der hat uns den grünen Behälter abgesnackt auf jeden Fall. Und hat uns irgendwas gegeben. War der Speicherpunkt. Okay.
Jetzt sind wir da. Das Portal da machen wir uns auch besser einzeichnet bei dem S. Das was merken brauchen wir später. Okay. Dann einmal Leverpiece, geht es? Ja, geht. Perfekto Mundo. Jetzt holen wir uns aber die Muni raus. Dann speichern wir nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Würde dann für heute tatsächlich auch langsam Schluss machen. Okay, wir haben jetzt... Moment mal. Wir haben 62 Handgun-Ammo. Ich lade mal die Schrudi durch. Dann nehmen wir uns das Ding raus, die Heilung. Jetzt geht's wieder gut. Tun die rein und ja. Können wir auch mal rein tun, genau. Wir gehen mal so. Ah, wir haben jetzt 2 Dinger mehr. Das hat er uns gegeben. Wir haben 2 Slots mehr, ein Gürtel. Ja, nice. Jetzt. Alles gut. Wo ging's hier hin? Ich würde sagen, waren da nicht Zombies? Die Viecher wurden definitiv überarbeitet. Definitiv. Das wollen wir hier speichern. Hier gerade kommen wir nicht durch. Brauchen wir einen Schlüssel. Was ist hier? Ach, wir haben keine Map für den Bereich, okay. Aber wir können eh nicht mehr rein. Das ist das Portal dahinter, okay, aber da können wir von der anderen Seite hin. Warum auch nicht? Könnten hier speichern. Ich gehe mal raus noch. Wenn die Viecher sind gar nicht so schlimm. Die rennen uns dann auch.
Wenn die Zombies jetzt alle weg sind. Die Dinger weniger wohl tatsächlich. Das spawnen nochmal 2, 3. Man dürfte es eigentlich nicht erwischen. Nochmal auf normal. Das spawnt keiner, ne? Wir haben einen Anschlüssel. Was waren das die Zeichen da unten? Was hier oben haben wir auch noch was. Vorhin gar nicht mitgenommen. Ja. Ist hier noch einer? Ja. Das ist Zeug, gell? Hier ist zu, also. Markieren wir es mal kurz. Perfekte Zeichnung, schaut aus wie das Original. Nicht. Einer mit. Der Bank von liegen bleiben dabei. Du wirst keinen Türgriff wollen. Wer braucht hier einen Türgriff? Eigentlich nirgends. Vielleicht da vorne kurz rein aus. Aber das Ding wird wieder despawnen. Und wo wird der Türgriff da kurz? Das ist nicht fertig. Okay, nee. Wo brauchen wir denn einen Türgriff? Also eine Tür. Obvious. Okay. Ich habe keinen Schlüssel dafür.
renne mal so kurz hin. Einfach um zu schauen, ob da noch was ist. Da. Und hier sind noch Viecher drin. Aktuell das will ich auch nicht mehr. Zombies sind aktuell alle weg tatsächlich. Und hier ist die Tür. Frosch-Zombie ist weg. Läuft schon auf der ersten Seite. Hier können wir das Wasser auffüllen. Okay. Got it. Wir können in den Garten rein. Da können wir dann auch quasi die Tür da unten. Die hier müssen wir aufmachen können normalerweise dann. Über einen Umweg und normalerweise auch die Tür da unten. Also die da hinten eigentlich links. Mal rausrennen, da geradeaus. Also hier draus gehen und dann links, die Tür müssen wir auch aufmachen können. Sind beide nur versperrt auf der anderen Seite, also geht normalerweise. Wir entern das Portal. Portal. Nehmen wir uns die Schallplatte mit. Ja, wir haben sie dabei, mein Gott. Ja. Jetzt hoffe ich, dass ich ins Haus einmal rein kann. Da speichere ich im Haus. Und da würde ich sagen, wir lassen das für heute. Scheiße, okay. Ja, wenn Door Locked again ist, dann müssen wir doch nochmal weiterspielen. Ist eigentlich unser Freund schon da? Das ist auch noch zu, das Lila. Die Hunde sind ja alle weg. Wie schaut das aus? Speichern wir da. Okay. Gut, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.